Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute mit Episode Nummer 42 und wahrscheinlich die letzte vor dem Beginn der Stanley Cup Playoffs 2026. Bisschen Distanz heute zwischen uns. Ich rufe trotzdem mal ein Servus von Fürth nach Ohio in den Vereinigten Staaten zu meinem Leihmate am Mikrofon, zu Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan. Hi Robby, wie geht's dir? Gut, soweit. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, bei dir auch alles klar. Was geht so in den Staaten? Du, das Übliche. Ja, ich bin zu Hause jetzt im Augenblick, war unterwegs am Wochenende wieder Eishockey angucken. Eigentlich hier immer dasselbe. Natürlich. So interessant ist mein Leben, glaube ich nicht. Es bewegt sich zwischen Büro und Eisstadion und ja, das Ein Traumjob würde, glaube ich, jeder Eishockey-Fan jetzt dazwischen rufen. Deswegen mache ich es jetzt mal stellvertretend. Ist es, glaube mir, ich beschwere mich auf gar keinen Fall. Ich darf beruflich etwas machen, was ich so oder so machen würde. Also von daher werde ich einen Teufel tun und mich darüber beschweren. Absolut. Macht keiner von uns. Schauen wir ganz kurz auf die heutige Inhaltsangabe. Was erwartet euch in Episode 42? Zunächst schauen wir natürlich auf die Hochspannung im Playoff-Rennen, sowohl in den Westen als auch in den Osten. Also knapper könnte es nicht sein, teilweise punktgleich oder nur ein Punkt Differenz, was den Unterschied ausmacht, ob du Playoffs spielen wirst oder nicht. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Dann schauen wir auf die Eliminierten, nicht die Illuminierten, sondern die Eliminierten. Also ein paar Teams sind ja schon rausgeflogen aus dem Playoff-Rennen, einige schon sehr, sehr früh. Da lohnt sich vielleicht auch mal die eine oder andere Frage, warum das Ganze so ist. Dann haben wir wieder ein Team to watch. Das sind heute die Montreal Canadiens, die in den letzten Wochen richtig marschiert sind. Und last but not least knallen wir wieder 6 Schlagschüsse ins Mikrofon zur Lage der Liga. Dann gehen wir doch direkt rein, Stefan. Hochspannung im Playoff-Rennen. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Eastern Conference. Du hast ja eigentlich gefühlt jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, irgendjemand anderen, der plötzlich Playoffs spielt. Also es wechselt ständig. Wenn du auf die Teams schaust, du siehst alle möglichen Formkurven, die es gibt. Stein nach oben, Stein nach unten, verbeult, gekrümmt, wellenförmig. Kurzum, es ist unglaublich spannend. Alles scheint möglich. Und mit das beeindruckendste Team momentan, weil sie jetzt auf Rang 3 stehen in der Metropolitan Division mit 90 Punkten, sind für mich die Philadelphia Flyers. Super Form, 8 der letzten 11 gewonnen, also die marschieren mal richtig. Form hoch zur besten Zeit, könnte man sagen. Wie siehst du Philly? Ist es wirklich ein Playoff-Team? Ich hatte sie vor der Saison gar nicht auf dem Zettel. Oder hat da Rick Tocchet das Zaubern angefangen? Ja, ich meine, im Endeffekt es ist eine Mannschaft, die über harte Arbeit, vielleicht ein bisschen weniger Talent als die eine oder andere Mannschaft, aber hauptsächlich über harte Arbeit immer wieder die Chance findet, im Rennen zu bleiben, sage ich jetzt mal. Und sie sind halt eine der wenigen Mannschaften in diesem großen Pulk, den wir im Augenblick haben, die zurzeit gutes Eishockey spielt. Ich meine, sie haben, wie gesagt, du sagst es gerade, sie haben 7 ihrer letzten 10 Spiele gewonnen und wenn du dir da den Rest anschaust, die New York Islanders zum Beispiel genau das Gegenteil, nur 3 ihrer letzten 10 gewonnen, Detroit, Columbus. Das sind alles Mannschaften, die jetzt im Augenblick zum wichtigsten Zeitpunkt der Liga, zum wichtigsten Zeitpunkt der Saison einfach, formschwach. Der Druck, was weiß ich, was da alles dazukommt, vielleicht auch ein bisschen die fehlende Qualität, ich weiß es nicht, aber die Philadelphia Flyers sind im Augenblick in der Lage, einfach Kapital zu schlagen, auch aus der Formschwäche der anderen. Und du hast jetzt wirklich die Situation, ich meine, ich schaue es gerade an, du hast 6 Mannschaften innerhalb von 3 Punkten bei noch, glaube ich, 4, 5, 6 zu spielenden Spielen. Und das zeigt ja einfach, wie eng alles ist. Da kann noch viel passieren. Und das ist natürlich gut für uns Zuschauer, ist klar. Dann schauen wir doch als nächstes auf die Ottawa Senators, auch 90 Punkte, genauso wie die Philadelphia Flyers. Die spielen allerdings in einer anderen Division, deswegen ist das so leicht, alles gar nicht zu rechnen. Fakt ist, sie halten momentan den zweiten Wildcard-Spot. Ich habe jetzt die Boston Bruins da auch mal ausgelassen, weil die einfach von den Punkten her zu weit weg sind. Die stehen auf dem ersten Wildcard-Platz. Aber schauen wir auf Ottawa. Die sind, finde ich, in den letzten Wochen ohnehin schon unfassbar marschiert, haben eine Aufholjagd gestartet, um jetzt überhaupt da zu stehen, wo sie stehen. Kleine Delle gab es auch, 2 der letzten 6 verloren, aber heißt auch immerhin 4 der letzten 6 auch gewonnen. Wenn wir uns jetzt die letzte Nacht anschauen, Traumtor von Tim Stützle, also wer das nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Wo stehen die Ottawa Senators für dich? Form hoch, Form tief, irgendwas dazwischen? Was traust du ihnen zu? Ich traue
Ottawa ist eine Mannschaft und ich habe letztens einen Bericht dazu gehört und muss mit demjenigen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber wirklich völlig übereinstimmen. Ottawa ist eine Mannschaft, bei denen ich sehen kann, dass sie die Playoffs verpassen oder ins Eastern Conference Finale kommen. Also es ist, wenn Linus Ullmark gut spielt, und hinter ihm gibt es ja auch einige Fragezeichen, wenn man sich mit Ottawa beschäftigt hat, aber wenn er gut spielt, dann ist dieser Mannschaft sehr, sehr viel zuzutrauen, weil sie viel Talent hat. Sie hat ein unglaubliches Verletzungspech, vor allem an der blauen Linie, mit den vielen verletzten Verteidigern, die sie haben. Und dafür in der Situation zu sein, in der sie jetzt sind, zeugt von ihrer Moral. Und dann haben sie natürlich auch, muss man ganz klar dazu sagen, einen Tim Stützle, der zum wichtigsten Zeitpunkt einfach zeigt, dass er noch ein anderes Level hat. Das Tor gestern war unfassbar. Das war, wie sagt man so schön, Connor McDavid-like und wirklich auch zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt. Und er ist einfach der Spieler für Ottawa, der den Unterschied ausmachen kann. Und das macht er im Augenblick. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass sie in die Playoffs kommen, weil sie dann auch eine Mannschaft sind, glaube ich, die sehr, sehr unangenehm sein kann, egal gegen wen sie spielt. Ja, zumal du ja auch noch mit Brady Tkachuk ein absolutes Playoff-Monster hast. Und ja, wenn die blaue Linie auch noch gesund wird, dann kriegen sie ja sicherlich nochmal einen Schub. Bei den New York Islanders schaut die Formquote ganz anders aus. Die haben nur einen Punkt weniger, waren jetzt lange auf einem direkten Playoff-Platz, also unter den ersten 3 in der Metropolitan Division gestanden. Jetzt stehen sie ganz knapp unterhalb des Strichs. Nochmal nur ein Punkt. Die Form gar nicht gut. 4 Niederlagen in Folge. Und jetzt müssen wir darüber reden, was passiert ist bei den Islanders. Sie haben auf Rang 3 stehend noch Patrick Roy, ihren Cheftrainer, gefeuert und mit Pete DeBoer einen neuen Headcoach eingestellt. Also Stefan, du bist Sportdirektor, du bist jemand, der solche Entscheidungen im Notfall auch treffen muss, aber kannst du dir das irgendwie erklären, dass eine Mannschaft, die auf einem Playoff-Platz steht, klar sicherlich formschwach ist, einfach mal lirum larum den Trainer feuert? Das ist natürlich eine Situation, die du nur wirklich dann erklären oder beurteilen kannst, wenn du vor Ort bist, wenn du dich damit beschäftigst. Von außen für uns sieht das jetzt so aus als Panik, aber glaube ich, ist das ein Zeichen dafür, dass Matthew Darche, der GM der New York Islanders, Pete DeBoer unbedingt haben will und nicht nur für den Rest dieser Saison, sondern auch für die Zukunft. Und ich kann das mir nur so vorstellen, dass er einfach sich gesagt hat, okay, wenn ich diesen Trainer haben will und ich ihn jetzt nicht verpflichte, ist er im Sommer nicht mehr da. Dann holt ihn sich jemand anders. Pete DeBoer ist ein hervorragender Trainer mit unglaublich viel Erfahrung. Hat, glaube ich, 3 verschiedene Mannschaften ins Stanley Cup Finale geführt, hat zwar noch nie den Stanley Cup gewonnen, aber du musst auch hinkommen. Und er ist ein Trainer, der mit Sicherheit sogar sehr, sehr schnell einen neuen Job bekommen hätte nach Ende dieser Saison. Ich meine, da fallen mir jetzt auf Anhieb die Toronto Maple Leafs ein. Da fallen mir Mannschaften ein, die wirklich weit sich unter Wert verkauft haben in dieser Saison. Und New York hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn nicht jetzt, dann ist die Chance weg. Auf der anderen Seite haben sie jetzt 3 hintereinander verloren, jetzt 4. Die Playoffs rücken in die Ferne, sage ich jetzt mal für sie. Sie sind sehr formschwach. Und gut, das ist jetzt auch nur von außen als Fan eine Situation. Patrick Roy ist einfach ein Trainer, der mich noch nie so wirklich überzeugt hat, der wahnsinnig viel über Emotionen kommt. Ja. Aber gefühlt sind das Emotionen, die nach einer gewissen Zeit einfach dann auch ihre Wirksamkeit verlieren. Und er ist jetzt für mich kein Trainer, von dem ich zu 100% das Gefühl habe, dass er in der Lage ist, auch in so einer Situation dann strukturell irgendwann mal was zu verändern, was die Mannschaft besser macht, sondern und die neue Generation Spieler, die neue Generation Athleten, die gehen mit Emotionen einfach anders um, als wir das früher noch gemacht haben, und sie reagieren anders drauf, und es macht mir jetzt im Augenblick so ein bisschen den Eindruck, dass sie einfach auf die Emotionen des Patrick Roy jetzt nicht mehr so reagiert haben, wie sich Matthew Darche das im Endeffekt vorgestellt hat. Ja, ist ja nicht ohne Grund auch eine umstrittene Persönlichkeit, so will ich es mal nennen. Ich meine, als Spieler einer der besten Torhüter aller Zeiten, würde ich fast sagen. Also unfassbarer Typ auch, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er auch aneckt, um es mal so zu sagen. Aber jetzt ganz nüchtern betrachtet, Stefan, wenn du aus der jetzigen Mannschaft der New York Islanders
doch so viel rausholst. Also eben nochmal, sie waren jetzt wochenlang auf einem Playoff-Platz gestanden, auch wenn sie jetzt nochmal 4 Niederlagen in Folge zuletzt vielleicht nicht ganz rund gelaufen ist, aber solche Phasen hast du doch eigentlich immer. Hat Patrick Roy doch auch viel richtig gemacht. Ich meine, alleine die Entwicklung von Matthew Shaffer. Also ich finde, die Islanders stehen eigentlich viel zu hoch für das, was sie eigentlich können, aus meiner Sicht. Das weiß ich nicht. Sie sind eine Mannschaft, die immer um die Playoffs mitspielt, in meinen Augen. Und sie haben natürlich mit Matthew Shaffer dieses Jahr einen Spieler dazu bekommen, der, das muss man ja wirklich so beurteilen, die New York Islanders, und wir haben oft darüber gesprochen in der Vergangenheit, die sind so wie wir immer so Vanille. Die New York Islanders sind, wenn New York Islanders im Fernsehen sind und zwei andere Mannschaften, dann schaue ich die zwei anderen Mannschaften an. So war es bis jetzt, so war es vor dieser Saison. Mit Matthew Shaffer hat sich das alles geändert. Ein 18-jähriger Spieler hat diese Organisation komplett verändert, auch im Sinne des Betrachters von außen. Die New York Islanders sind eine Mannschaft geworden, die man sich gerne anschaut, die du sehen willst, die positive Energie versprühen, die mit Spaß Eishockey spielen, die einfach Must-See-TV, sagt man dazu, sind die geworden. Und diesen Spieler, ich meine, der ist 18 Jahre alt, der ist ganz klar nicht nur die Zukunft der Organisation, der ist auch die Zukunft der Liga. Und mit so einem Spieler da machst du dir tagtäglich Gedanken, was du mit dem alles machen musst, kannst, darfst, alle diese Dinge, weil er ist deine Zukunft. Und vielleicht war es auch so, dass man sich innerhalb der Organisation gedacht hat, dieser Spieler braucht vielleicht eine andere Stimme, der braucht mehr Struktur. Ich kann es, wie gesagt, nur von außen jetzt so mir meine Gedanken dazu machen. Ich habe noch nie mit Patrick Roy gearbeitet, in dem Sinne, dass ich weiß, wie er in der Kabine die Mannschaft anspricht, alle diese Dinge, das weiß ich nicht. Und vielleicht war der Gedanke dahingehend auch für die Zukunft zu sagen, Pete DeBoer ist ein Trainer, von dem wir glauben, dass er vor allem Matthew Shaffer auch in Zukunft noch besser machen kann und weiter nach vorne bringen kann. Ja, wir schauen auf jeden Fall gespannt hin, wohin die Islanders abbiegen. Momentan tatsächlich so ein bisschen am Scheideweg, was Playoffs oder nicht Playoffs angeht. Ortswechsel nach Detroit gehen wir als nächstes. Motor City. Mir graut schon, ich muss es sagen, mir graut schon ein bisschen davor. Morgen früh geht mein Flugzeug nach Detroit. Wir werden ein bisschen was mit Mo Seider machen, kann ich ja schon mal leicht anteasern. Erwartet da gerne auf nhl.com.de, was da kommt in den nächsten Wochen. Ich hoffe, es redet überhaupt jemand mit uns, weil bei den Red Wings läuft es momentan gar nicht. Also sie haben noch ein Punktepolster, 88 Zähler momentan, aber die Form ist schon nahezu desaströs. 6 der letzten 8 Spiele verloren. Man hat das Gefühl, nichts geht mehr. Stefan, du hattest den Druck auch schon angesprochen und der ist in Detroit ja fast größer als irgendwo sonst, denn sie würden das 10. Jahr in Folge die Playoffs verpassen. Du hattest jetzt während des letzten Spiels am Sonntag gegen Minnesota Buhrufe im Stadion. Während des Spiels von deinen eigenen Fans. Die große Frage für mich, kratzen die Detroit Red Wings noch die Kurve oder zerbrechen sie ein Stück weit an diesem Druck? Zwei Sachen dazu. Da muss ich jetzt vor allem das letzte Spiel gegen Minnesota, das ich mir angeschaut habe, muss ich mir da jetzt nehmen. Sie haben die ersten 2 Drittel wirklich schwach gespielt, ohne jegliche Emotion, ohne Druck, ohne Power. Minnesota hat das Spiel wirklich nach Belieben dominiert, war 4-1 vorne. Dann kommt das letzte Drittel. Die Detroit Red Wings, wirklich, du hast es gesehen, es geht ein Ruck durch die Mannschaft. Die guten Spieler, die wichtigsten Spieler haben gute Sachen gemacht. Sie kommen zurück, sie machen das 4-4 und dann kommt eine Strafzeit gegen einen ihrer wichtigsten Leute, Patrick Kane, mit weniger als 3 Minuten zu spielen und sie fressen das Überzahltor in der Situation zum 5-4 und verlieren dieses Spiel. Das gepaart mit den letzten 3 Jahren, wo sie im März die schlechteste Bilanz aller NHL-Teams haben, glaube ich. Ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir liegen, aber kann sich das gerne nachschauen. Das ist jetzt das 3. Jahr hintereinander, dass die Mannschaft im März komplett zusammenfällt und die Playoffs mehr oder weniger, wir sind jetzt noch nicht so weit, aber es läuft darauf hinaus, herschenken. Sie sind dem Druck anscheinend nicht gewachsen und es fehlt dann doch der Spielertyp, der Trainerstab, was auch immer es ist, um in dieser Situation dann wirklich Führung zu übernehmen und zu sagen, okay, es scheint irgendwas zu fehlen.
weil es ist jetzt nicht ein Jahr, sondern es sind jetzt 3 Jahre hintereinander, dass in der entscheidenden Phase der Saison die Detroit Red Wings, ich will jetzt nicht sagen einbrechen, aber die entscheidenden Spiele der Saison verlieren. Sie haben letztes Jahr die Playoffs um einen Punkt verpasst, glaube ich. Ja. Dieses Jahr sind sie sind im Augenblick einen Punkt aus den Playoffs raus, finden aber leider nicht den Weg, die entscheidenden Spiele zu gewinnen. Also es scheint irgendwas auch in den Köpfen der Spieler zu sein, dass jetzt im entscheidenden Moment einfach, sie sind nicht in der Lage, diesem Druck standzuhalten. Jetzt kann man wieder sagen, okay, das ist trotzdem noch eine relativ junge Mannschaft. Ein Mo Seider ist gerade mal 24. Auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt, wenn es dieses Jahr nicht funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch in Detroit die eine oder andere Veränderung gibt, mit der jetzt wirklich keiner rechnet. Also der Druck ist groß, die neue Halle steht seit ein paar Jahren jetzt, die jungen Spieler sind etabliert genug, um zu sagen, okay, jetzt muss irgendwann mal was passieren. Ich kann nur so lange sagen, Rebuild Detroit hat dieses Jahr an der Trade Deadline wieder sehr wenig gemacht. Man muss halt doch jetzt irgendwann mal die Frage stellen, okay, wann sind wir denn jetzt bereit, in die Playoffs zu kommen? Was muss passieren? Viele Fragezeichen in Detroit im Augenblick, auf jeden Fall. Ich habe es in der Zwischenzeit mal nachgeschaut. Detroit ist seit dem 1. März das drittschlechteste Team in der Liga. Ja. 6 Siege, 9 nach Regulation verloren, 2 nach Overtime, also 14 Punkte nur aus 17 Spielen. Offensive recht schwach, 2,76 Tore nur. Penalty Killing 70%. Autsch, also ja, irgendwas ist da passiert. Schlechter sind nur die Seattle Kraken und die Vancouver Canucks. Und die sind ja wirklich Rock Bottom in der Liga, um es mal so zu sagen. Ich glaube, viele fordern ja so ein Stück weit auch schon den Wechsel auf der GM-Position. Da hast du halt jetzt auch eine absolute Legende sitzen mit Steve Yzerman. Und klar, in der Pflicht sind natürlich die Spieler. Ich muss auch für Mo Seider eine Lanze brechen, der wirklich Woche für Woche abliefert. Also da kann ich gar nichts sagen. Der fährt seine Checks, der blockt seine Schüsse, der punktet überraschend gut. Also Mo macht seinen Job, das muss ich wirklich sagen. Aber nochmal, wie kriegst du diesen Rucksack weg? Also nochmal, es ist ein Original Six Team. Die haben so viele Stanley Cups gewonnen. Jetzt droht das 10. Jahr und wie du sagst, sie brechen hinten immer ein. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, warum ist es so, sondern meine Frage ist eher, wie schaffst du es, dass es plötzlich anders wird? Und alle haben gesagt, diese Saison wird doch jetzt die Saison von Detroit. Die waren zwischenzeitlich doch Spitzenreiter in ihrer Division. Wenn es jetzt 3 Jahre hintereinander so kommen sollte, dass du wirklich im März komplett einbrichst und die Playoffs mehr oder weniger herschenkst, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen über den Kern der Mannschaft, die Führungsspieler. Ohne jetzt jemand wirklich angreifen zu wollen, aber klar muss ich mir dann auch mal Gedanken über Dylan Larkin machen, den Kapitän, den Mittelstürmer Nummer 1, den Spieler, der ja eigentlich mit allem vorangehen soll. Wenn der 3 Jahre hintereinander in der entscheidenden Phase der Saison nicht in der Lage ist, abzuliefern und seine Mannschaft mitzuziehen, muss man vielleicht irgendwann mal die Frage stellen, ob er der richtige Mann für diese Position ist. Und das ist jetzt unfair, sage ich jetzt mal, oder hört sich unfair an, nur mit dem Finger auf einen zu zeigen, aber man muss die Führungsspieler der Mannschaft in die Pflicht nehmen und sagen, okay, es ist eure Mannschaft, das ist eure Kabine. Du kannst nur so viel von außen machen in dem Moment. Und da muss eine Veränderung passieren, wahrscheinlich. Und dann, klar, muss sich auch eine Legende wie Steve Yzerman gefallen lassen, dass man Fragen stellt. Warum hast du an der Trade Deadline nicht mehr gemacht? Wie viele, die Detroit Red Wings zum Beispiel haben 2 der besten jungen Torhüter im Farmsystem in der NHL mit Kosa, mit Trey Augustine in Michigan. Das sind 2, wie man so schön sagt, Blue Chip Prospects. Jungs, von denen du weißt, dass sie mit Sicherheit irgendwann mal eine Nummer 1 oder eine Nummer 1 in der Liga werden sollte. Ja, du brauchst keine 2 Stück davon. Hättest du nicht einen dieser Spieler an der Trade Deadline nehmen können, einen Move machen und sagen können, okay, den tausche ich ein für Hilfe für jetzt. Und das ist halt nicht passiert. Und diese Frage muss sich dann auch an Steve Yzerman gefallen lassen, wenn man sagt, okay, warum hast du nichts gemacht? Warum hast du nicht mehr geholfen? Wir hatten letztes Jahr am Ende der Saison ein hochinteressantes Interview von Dylan Larkin, der öffentlich gekommen ist und gesagt hat,
ich hätte mir mehr Hilfe meines GMs gewünscht. Es ist an der Trade Deadline nichts passiert. Wir haben nichts getan. Es kam keine Hilfe der Organisation. Deshalb hat uns am Ende was gefehlt. Jetzt scheint es so, als laufen wir wieder aufs selbe hinaus. Also irgendwo ist ja dieser Disconnect, also zwischen Führung und Spielern und wie gesagt, es ist keine Momentaufnahme, es ist nicht eine Saison, sondern es ist jetzt die 3. Saison in Folge, dass man in der entscheidenden Phase der Saison, ich will jetzt nicht sagen zusammenbricht, man ist nur einen Punkt von den Playoffs entfernt, aber eben nicht den Weg findet, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und wenn sich jetzt in den nächsten 4, 5 Spielen, wenn Detroit reinrutscht, dann sitzen wir zwar hier und ich sehe aus wie ein Dödel, weil jeder sagt, Detroit hat alles richtig gemacht, wovon redest du? Aber das zeigt dir halt, wie eng wirklich Erfolg und Misserfolg in dem Sinne voneinander entfernt sind und wie wichtig auch die eine oder andere Entscheidung, die du triffst oder nicht triffst, sein kann in so einer Situation. Und es liegt unglaublich viel Druck auf den Detroit Red Wings im Augenblick und wir werden sehen, wie damit umgegangen wird. Ganz kurz noch, glaubst du, Marathon Mo und die Red Wings schaffen es noch reinzuspringen? Nein. Okay. Also ich hätte auch vor, weiß ich nicht, 8 Wochen hätte ich gesagt, auf jeden Fall schaffen die es in die Playoffs. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch tendenziell momentan eher schwierig. Ja. Ich sehe einfach andere Mannschaften, die im Augenblick in der Lage sind, ja, noch einen Schritt extra zu gehen. Mir fehlt dieser extra Schritt bei den Detroit Red Wings. Mir fehlt, wie gesagt, dieses Spiel gegen Minnesota war dieser Punkt, wenn du nur in die Verlängerung kommst, wäre so wichtig gewesen. Und dann weniger als 2 Minuten vor Ende, es waren glaube ich 1,40 oder so vor Ende, wieder das Tor zu bekommen und nach 4-1 Rückstand und dann zu verlieren, das ist demoralisierend. Und ich weiß jetzt nicht, wann ihr nächstes Spiel ist und gegen wen, habe ich jetzt im Augenblick nicht im Kopf, aber es wird ganz, ganz entscheidend sein, wie sie da im ersten Drittel aus der Kabine kommen. Und da wirst du, glaube ich, sehen können, wie die Saison zu Ende läuft. Wenn sie aus der Kabine kommen mit Power, mit Druck, mit Willen und du siehst da was, weißt, das ist so ein Gefühl, was du bekommst. Ja, aber wenn sie schlapp aus der Kabine kommen, wenn sie im ersten Drittel wieder so wie gegen Minnesota spielen, dann merkst du, irgendwas passt nicht. Der Glaube an sich selber scheint im Augenblick zu fehlen in Detroit. Also die nächsten 2 Spiele kann ich dir sogar auswendig verraten, denn ich werde selbst da sein. Am Dienstag gegen die Columbus Blue Jackets und dann am Donnerstag gegen die Philadelphia Flyers. Also 2 direkte Konkurrenten. Ja, es ist die Woche der Wahrheit. Also so viel kann man sagen. Das sind 4 Punkte, die geholt werden müssen. Und wenn du diese 4 Punkte nicht holst, wenn du diese 2 Spiele verlierst, dann verdienst du es auch nicht, in den Playoffs zu sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist jetzt eine Situation, wo sich sehr, sehr viele Spieler auch und die gesamte Organisation, die im Augenblick da ist, die kann sich definieren in diesen nächsten 2 Spielen und es wird sehr, sehr interessant werden. Also da freue ich mich schon drauf auf die Spiele. Ja. Ja, ich auch. Und damit haben wir gleich die perfekte Überleitung zur nächsten Mannschaft, denn auch für die gilt es, in Detroit dann zu punkten oder vielleicht ganz rauszufallen aus diesem Playoff-Rennen. Das sind die Columbus Blue Jackets. Form 6 Niederlagen in Serie. Oder anders gesagt, freier Fall. Wir haben vor 2 Wochen noch über die Columbus Blue Jackets als Team to Watch gesprochen, Stefan. Also so schnell kann einen das einholen. Jetzt, wie gesagt, 6 Niederlagen in Folge. Ganz ehrlich, was ist in diesen 2 Wochen passiert? Es ist die Mannschaft, ein Heimatverein ist falsch, aber es ist die mir am nächsten liegt, wo ich auch gern hingehe. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es fehlende Qualität. Sage ich jetzt ganz offen, also von allen Mannschaften, die im Augenblick für mich um diesen letzten Platz mitspielen, da ist Columbus für mich einfach die Mannschaft mit der wenigsten Qualität. Sie haben für mich keine wirklich wahre Nummer 1 im Tor. Sie haben keinen Top-Mittelstürmer in der Mannschaft. Ihr Topscorer ist für mich einer der 3 besten Verteidiger der Liga, in Zach Werenski, der für mich dieses Jahr wieder 100% Stimmen für die Norris Trophy erhalten sollte und wenn sie in die Playoffs kommen, für mich sogar Stimmen als MVP der Saison erhalten sollte, weil
Er ist Topscorer mit, glaube ich, 25 Punkten Vorsprung in der Mannschaft als Verteidiger. Das zeigt so ein bisschen es ist eine Mannschaft, die unglaublich hart arbeitet, die wahnsinnig viel über Charakter macht, über Einsatzwillen, aber es ist fehlende Qualität für mich. Sie sind einfach nicht gut genug. Ja, so sehe ich Columbus. So weh mir das tut, weil sie hätten eine Playoff-Teilnahme verdient. Mannschaften, die mit so viel Herz spielen, sind immer Mannschaften, denen ich gerne zuschaue, aber im Endeffekt brauchst du dann halt doch eben Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Und da haben sie leider zu wenig. Im Endeffekt meiner Meinung nach eben nur einen. Man darf jetzt nicht vergessen, ein Adam Fantilli ist, glaube ich, 21 Jahre alt. Also der kommt noch. Also der wird auf Dauer hin mit Sicherheit in diese Rolle hineinwachsen. Aber er ist einfach noch nicht so weit. Und ich glaube, dass ihm, wie gesagt, die Qualität fehlt, um sich jetzt im Augenblick einen dieser Plätze zu holen. Vor allem, wenn man betrachtet, wie eng das Rennen ist. Ja. Für mich krasse Außenseiter und das, obwohl sie eigentlich nur 3 Punkte Rückstand auf einem Playoff-Platz haben, stand Montag, ist dein Ex-Club, Stefan, die Washington Capitals. Wie gesagt, Außenseiter hört sich krass an bei nur 3 Punkten. Form ist gut, 4 der letzten 6 gewonnen. Zuletzt gab es allerdings eine ordentliche Klatsche auswärts bei den New York Rangers, bei einer der schlechtesten Heimmannschaften der Liga. 1:8, Komplettschälung. Aus deiner Sicht, Stefan, du kennst die Capitals sehr, sehr gut. Was spricht für Washington? Ich glaube Erfahrung, Momentum im Augenblick. Ich meine, es ist eine komische Situation. Sie haben eigentlich an der Trade Deadline mit John Carlson einen Spieler abgegeben, bei dem du denkst, ja gut, wenn ich in die Playoffs will, kann ich mir alles erlauben, bloß nicht diesen Spieler herzugeben. Sodass sie eigentlich gefühlt schon an der Trade Deadline die weiße Fahne geschwenkt haben und gesagt haben, okay, wir haben dieses Jahr mit den Playoffs nichts zu tun. Und auf einmal kommt dieser Schub und du bist nur 3 Punkte davon entfernt. Jetzt hat, glaube ich, aber auch Ovechkin im letzten Spiel nicht mitgespielt in New York. Und kann man jetzt sagen, was man will über seine Saison, aber im Endeffekt hat er auch mit 40 Jahren wieder über 30 Tore gemacht und ist immer noch ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ich glaube, dass die jetzige Form bei Washington oder die Situation, dass sie nur 3 Punkte von den Playoffs entfernt sind, für die gesamte Organisation ein bisschen überraschend kommt. Ich glaube wirklich, dass zum Zeitpunkt der Trade Deadline in Washington eigentlich keiner mehr an die Playoffs geglaubt hat. Vielleicht die Mannschaft intern, das weiß ich nicht, aber jetzt gefühlsmäßig, wie gesagt, sie haben auch mit Nick Dowd einen sehr wichtigen Spieler, langwierigen Spieler abgegeben, John Carlson sowieso. Ich glaube, sie sind selber ein bisschen überrascht von ihrer jetzigen Situation und ja, aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass sie es noch schaffen werden. 3 Punkte hören sich jetzt nicht wie viel an, aber du musst im Endeffekt 4 Mannschaften überholen in den letzten 4 Spielen und das, glaube ich, werden sie nicht im Kreuz haben. Nee, ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, aber ja, perfektes Bild. Übrigens können wir schon mal für den letzten Teil der Sendung anteasern. Um Alex Ovechkin und um Tom Wilson, also 2 Caps-Spieler, wird es in den 6 Schlagschüssen zum Schluss auch nochmal gehen. Also das nur schon mal als kleiner Teaser. Wir schauen rüber in den Westen, Stefan. Da fallen etwas andere Begriffe. Das hat man in der letzten Ausgabe schon. Connor McDavid hat von einer Kissenschlacht in der Pacific Division gesprochen, weil da einfach gar nichts geht. Auf Deutsch würde man vielleicht sagen, ein wenig Schneckenrennen. Denn irgendwie will keiner so wirklich rein, hat man das Gefühl. Mein bestes Beispiel, um das klar zu machen, 16 Mannschaften von 32 kommen in die Stanley Cup Playoffs. Wenn du die komplette Liga siehst, der Spitzenreiter der Pacific Division, die Edmonton Oilers, sind 15. in der gesamten Liga. Nochmal, der Spitzenreiter der Pacific Division ist das 15. beste Team in der National Hockey League. Also das ist unglaublich. Anaheim direkt dahinter auf 16. Also das ist... Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber schauen wir auf das Playoff-Rennen en Detail, denn da hat sich plötzlich eine Mannschaft vorgeschoben, die, glaube ich, eigentlich auch schon die weiße Fahne rausholen wollte zur Trade-Deadline, und das sind die Nashville Predators. 81 Punkte, stehen momentan auf einem Wildcard-Platz, die Form ist richtig gut, 7 der letzten 10 gewonnen, also auch da eigentlich fast dieselbe Frage an dich, Stefan, woher kommt dieser plötzliche Aufschwung in Music City? Ich glaube, der hat viel wirklich mit dem Fakt zu tun, dass Kissenschlacht ist ein sehr, sehr guter Ausdruck, dass da einfach keiner gut spielt. Du hast in der kompletten Western Conference natürlich mit Colorado, Dallas und Minnesota 3 Mannschaften, die
zu den Top 5 der Liga gehören. Die sind unbestritten, die gewinnen alles, die gewinnen gegen jeden, die holen sich überall die Punkte und der Rest, der dümpelt ehrlich gesagt so vor sich hin. Nochmal mit 87 Punkten als 15 beste Mannschaft deine Division anzuführen, ist ja schon fast peinlich. Also gut, den Edmonton wird es keinen interessieren, wenn sie in die Playoffs kommen, vor allem als Division-Winner, aber es ist peinlich und ich glaube, dass da einfach die Situation sich so entwickelt hat, dass Mannschaften, die ja überhaupt nicht mehr dran gedacht haben, vor 3 Monaten jetzt auf einmal sagen, ja gut, aber wenn hier überhaupt keiner was gewinnen will, dann machen es halt wir. Und ich glaube, das sind die Nashville Predators und die Nashville hat genügend Qualität im Kader. Sie haben sehr viel Erfahrung natürlich auch, mehrfache Stanley Cup Gewinner, die Mannschaft anführen. Und sie haben einfach jetzt Kapital geschlagen aus der Situation, dass viele Mannschaften einfach schlechtes Eishockey spielen bis jetzt in dieser Situation. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, auch für Barry Trotz, für Andrew Burnett, wenn sie mit Nashville in die Playoffs kommen. Und dann, klar, vor der Kulisse, ich weiß nicht, ob du schon mal in Nashville warst, vor allem zur Playoff-Zeit. Also das unfassbar. Vor der Kulisse dann Playoffs zu spielen, dann sage ich auch Vorsicht. Da ist Vorsicht geboten an alle anderen, weil dann ist das mit Sicherheit keine Mannschaft, die du so einfach mal entfernst, sage ich. Aber gut, müssen wir einfach mal abwarten jetzt. Auch da kann noch viel passieren. Auf einmal ist LA wieder mit involviert, die wahrscheinlich vor 4 Wochen auch gesagt hätten, okay, mit den Playoffs haben wir gar nichts zu tun. Jetzt sind sie wieder mittendrin, punktgleich mit Nashville. Selbst San Jose ist noch mit dabei. St. Louis, die waren letzter an Weihnachten gefühlt, sind noch punktemäßig in der Situation, wo sie reinrutschen können. Winnipeg. Es ist ein enges Rennen, wie gesagt, um die letzten paar Plätze. Da geht es aber wirklich nur noch um den zweiten Wildcard-Spot, weil ich glaube, Utah ist zu weit weg mit 5 Punkten. Du hast Nashville, LA, San Jose und St. Louis und Winnipeg, die sich jetzt praktisch um diesen letzten Platz streiten. Und man wird sehen, was passiert. Also ich würde mir Nashville wirklich wünschen, es wäre schön. Und dann werden wir sehen, weil wieder erste Runde LA gegen Edmonton, das haben wir jetzt, glaube ich, 3 Jahre hintereinander gehabt, das braucht man nicht wirklich. Ja, also Nashville, das nur ganz am Rande, auf jeden Fall eine Reise wert, schon alleine die Stadt, die Predators sowieso, aber ich glaube, das vertagen wir mal auf das nächste Projekt, Stefan, wenn wir mal einen Reise-Podcast zusammen machen, dann wird Nashville auf jeden Fall Episode 1, so kann man schon mal versprechen, weil es ist Wahnsinn, was da abgeht, also ich gebe dir zu 100% recht. Auch fürchterlich kurios ist ja eigentlich das Playoff-Format im Sinne, dass Utah als Vierter in der Central Division das vermeintlich leichteste Los bekommt, weil die würden dann gegen die Edmonton Oilers spielen tatsächlich und das ist laut Punkten mit Abstand das einfachste Los und das als Vierter der Division, aber das nur mal am Rande, also es sind einfach irre Situationen, die sich dieses Jahr abspielen und dann sind wir auch schon bei den LA Kings, die sind punktgleich mit den Nashville Predators, aber stehen eben unter dem Strich derzeit, also wer nicht für die Playoffs qualifiziert und anders als die schon lange die weiße Fahne rausholen und wedeln, ist LA eigentlich vom Selbstverständnis eine Mannschaft, wo ich sagen würde, die haben Panarin geholt, die müssen eigentlich zumindest Playoff-Contender sein, Cup-Contender würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest eine Mannschaft, die in die Playoffs kommt. Aber es kommt so ein bisschen anders. 6 der letzten 9 Spiele verloren, überhaupt keine Konstanz da, kein Rhythmus. Warum stottert der Motor bei den LA Kings aus deiner Sicht, Stefan? Trainerwechsel war ja auch schon dabei. Wieder beim selben Ding. Für mich ist es fehlende Qualität. Ist eine Mannschaft, die ist okay, aber die spielt eigentlich für mich genau da, wo sie hingehört von ihrer Qualität her. Eine Mannschaft, die eine Chance hat, in die Playoffs zu kommen, aber nicht das Recht hat oder zu sagen, ja, wir sind auf jeden Fall dabei, wir müssen dahin, alles andere wäre eine Enttäuschung. Dafür fehlt ihnen einfach meiner Meinung nach die Qualität. Ihre besten Spieler sind absolut in die Jahre gekommen. Anze Kopitar spielt seine letzte Saison, wie wir wissen. Drew Doughty spielt auch eine durchwachsene Saison, hat zwar anständige Olympiade gespielt, aber ansonsten doch eher für seine Verhältnisse eine schwache Saison. Gut, ist natürlich auch jemand, der schon ins Alter gekommen ist. Und dann sind halt die Spieler, auf die sie große Dinge gehalten haben, die mehr oder weniger die neuen Rollen übernehmen sollten, die einfach dieses Jahr noch nicht so weit sind. Ein Quinton Byfield zum Beispiel, der jetzt die letzten
sage ich jetzt mal, 6 bis 10 Spiele endlich angefangen hat zu treffen und gut zu spielen, hat die gesamte Saison davor eigentlich sehr, sehr wenig getan. Auch Adrian Kempe spielt eine Saison, die ist okay, aber sie ist halt nicht, sie ist nicht überragend in dem Sinne und er ist jetzt auch nicht für mich nicht der Spieler, der dann auch Kontrolle übernimmt oder der ein Führungsspieler ist im Sinne von, der eine Mannschaft mitreißen kann. Und das fehlt ihnen, glaube ich, im Augenblick so ein bisschen. Und wie gesagt, für mich stehen sie genau da, wo sie hingehören, am Playoff-Strich. Wenn sie reinrutschen, gut. Wenn nicht, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen und sagen, oh mein Gott, was für eine Sensation, die LA Kings verpassen die Playoffs. Also die sind eigentlich genau da, wo sie hingehören für mich. 2 Punkte dahinter steht die beste Mannschaft der National Hockey League. Also, wenn wir die Punkte mal ausklammern. Und das sind die Nashville Predators, oh Gott, die San Jose Sharks natürlich. Ja. Freudscher Versprecher, vielleicht. Ja. Aber nichtsdestoweniger, sie haben immerhin noch ein Spiel weniger absolviert. Das heißt, virtuell sollten sie ihre Hausaufgaben erledigen, dann wären sie ja zumindest punktgleich. Und das ist ja von der Ausgangslage, wo viele die Sharks hingetippt hatten, ich ja auch, nämlich ans Tabellenende, weit davon entfernt. Die Form 7 der letzten 11 verloren. Zwischenzeitlich hatten sie ja einen Winning Streak von 4 Spielen, wo jeder gedacht hat, ja, jetzt sind sie eigentlich raus, dann wieder 4 gewonnen, jetzt plötzlich rutschen wir wieder rein. Aber Fakt ist, sie haben in den letzten 2 Wochen zweimal gegen die Nashville Predators verloren, also gegen den direkten Konkurrenten. Und das ist, befürchte ich, auch schon ein bisschen richtungsweisend. Also, quo war dies? San Jose Sharks aus deiner Sicht, Stefan? Und gleich die Frage von der letzten Episode nochmal aufgreifend, ist für dich Macklin Celebrini, sollte er die Sharks noch in die Playoffs schießen, auch der automatische MVP? Ja, ist er für mich. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Mannschaft gesehen habe, bei der ein Spieler alleine so wertvoll ist. Ich meine, MVP steht Most Valuable für deine Mannschaft und ehrlich gesagt, selbst wenn sie nicht in die Playoffs kommen, sollten sie die Playoffs um 2 Punkte verpassen, dann würde er von mir Stimmen bekommen. Ich meine, wir reden hier über Macklin Celebrini, hat 106 Punkte als 19-Jähriger. Er ist der 6. Teenager, der über 100 Punkte in einer NHL-Saison gemacht hat. Und Will Smith ist der zweitbeste Scorer mit 54. Das sind über 50 Punkte, 52 Punkte mehr als der nächstbeste Spieler in seiner Mannschaft. Und wenn diese Mannschaft in die Playoffs kommt, ist es für mich eigentlich, also ob das dann im Endeffekt passieren wird oder nicht, wir reden hier über andere Spieler, die machen 130, 140 Punkte in der Saison mit Kucherov, mit McDavid, mit McKinnon, alles wunderbar, aber ich habe selten, wenn überhaupt, einen Spieler gesehen, wenn der nicht, und das ist ja immer die große Frage beim MVP, nimm den aus dieser Mannschaft heraus, wo stehen die San Jose Sharks dieses Jahr? Ich glaube, dann reden wir davon, dass Gavin McKenna nächstes Jahr in San Jose spielt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und deshalb für mich, auch ohne Playoff-Teilnahme, muss er für mich unter die Top 3 Spieler im MVP-Race kommen. Und wenn in die Playoffs, dann für mich Slam Dunk MVP dieser Saison, Macklin Celebrini, weil du musst es immer so sehen. Nimm den Spieler da raus. Und da ist für mich, und die Sache ist immer die, ne, da nehme ich jetzt die anderen, da nehme ich jetzt einen Kucherov, einen McKinnon und einen McDavid, die ja eigentlich jetzt in dem Sinne die Favoriten sind. Für mich auch Zach Werenski, der noch mit dazugehört. Aber ich glaube, nimm einen Kucherov von Tampa Bay weg, dann ist Tampa Bay immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja, nimm einen McKinnon von Denver weg, dann ist Denver immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Edmonton ohne McDavid sieht schon wieder ein bisschen anders aus, vor allem mit der Verletzung von Draisaitl jetzt. Ist schon wieder ein größerer Unterschied für mich. Aber dann nimm einen Macklin Celebrini aus San Jose weg oder einen Zach Werenski von Columbus und dann siehst du wirklich, wer am wertvollsten ist für seine Mannschaft. Und da ist für mich Macklin Celebrini ganz weit vorne. Aber nochmal, wie siehst du die Chancen? Also wie schätzt du die an? Ich meine, es ist ein Spiel mehr, was sie noch spielen können und 2 Punkte. Also nochmal virtuell sind sie eigentlich... Sind sie virtuell dabei? Ich habe jetzt im Augenblick aber nicht, und da muss man jetzt wieder schauen, das gibt mir meine Tabelle im Augenblick nicht her, aber der Tiebreaker sind gewonnene Spiele nach 60 Minuten. Ja, da hat Nashville 2 mehr momentan. Und diese 2 Spiele in 6 Spielen aufzuholen, wird sehr, sehr schwierig werden, weil das ist ein Tiebreaker.
ja, der ist wichtig in dem Sinne. Also du musst Spiele nach 60 Minuten gewinnen. Diese 2 Punkte nach der Overtime oder so könnten dir im Endeffekt wehtun bei dem Punktesystem, so wie die NHL das macht. Und es wird sehr, sehr schwierig werden für die San Jose Sharks. Ich würde mir das wünschen für dich. Ich glaube aber nicht dran. Trotzdem muss ich sagen, spielen sie eine Saison über die Erwartungen hinweg. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass 5 Spieltage vor Schluss irgendjemand über die San Jose Sharks in den Playoffs spricht. Und das zeigt einfach, was für eine tolle Saison sie gespielt haben, was für eine tolle Saison Macklin Celebrini gespielt hat bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir werden sehen. Ich meine, nichts würde mich überraschen, wenn er jetzt losgeht und macht in den letzten, was haben sie jetzt noch, 7 Spielen auf einmal 25 Punkte und San Jose spielt in den Playoffs, dann würde das eigentlich komplett ins Bild passen für das, was er dieses Jahr sowieso schon gemacht hat. Ja, schauen wir gespannt zu. Ich insbesondere. 2 Teams, die wir, glaube ich, ganz gut zusammenfassen können, denn sie haben überschneidende Ähnlichkeiten, sind die Winnipeg Jets und die St. Louis Blues. 2 Teams aus der Central Division, 2 Teams mit 78 Punkten, 2 Teams mit einer guten Form. Bei den Jets sind es 5 Siege aus den letzten 7, bei den Blues 6 Siege aus den letzten 8. Und wie gesagt, beide waren gefühlt schon in der Sommerpause und plötzlich geht noch was. Aber geht da wirklich noch was, Stefan? Also glaubst du wirklich, dass die beiden noch mal ranschnüffeln können? Glaube ich nicht, einfach aufgrund dessen, dass sie, ja, es sind zu viele Plätze, es muss zu viel passieren. Sie müssen im Endeffekt Nashville, LA und San Jose überholen und dann noch entweder St. Louis oder Winnipeg, je nachdem, weil die haben beide den komplett gleichen Record im Augenblick, sind genau gleich bei allem und von daher ist, glaube ich, der Weg zu weit in dem Sinne. Dafür musste zu viel passieren und sie sind abhängig von den Ergebnissen der anderen Mannschaften. Und von daher glaube ich nicht, dass weder St. Louis noch Winnipeg dieses Jahr in die Playoffs kommt. Natürlich ist es rein rechnerisch noch möglich. Beide Mannschaften haben genügend Erfahrung. Winnipeg sowieso mit Connor Hellebuyck, mit Mark Scheifele, mit Kyle Connor, eine Mannschaft, die du eigentlich in den Playoffs sehen solltest. President's Trophy Winner der letzten Saison. Es wäre schon ein relativ hoher Absturz, sage ich jetzt mal, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. St. Louis ist eine Mannschaft, die sind für mich ein bisschen wie Washington, die ja eigentlich auch schon die weiße Fahne geschwenkt haben. Sie haben ihren Kapitän weggetradet, sie wollten Colton Parayko traden. Sie haben sehr viel abgegeben an der Trade-Deadline und haben meiner Meinung nach, da war die Robert Thomas-Situation, den aufgrund dessen ich eigentlich auch glaube, dass er diesen Sommer weggetradet wird, weil du davon gar nicht mehr wegkommst, sage ich jetzt mal. Also es ist eine Mannschaft, die ja gar nicht mit den Playoffs gerechnet hat, glaube ich, für sich selber und jetzt nur 2 Punkte oder 3 Punkte dahinter ist. Wenn es passiert, gut. Wenn nicht, glaube ich, ist jetzt in St. Louis keine Situation, wo man vom Weltuntergang spricht, sondern mehr oder weniger ein bisschen auch auf diesen Retool hinsteuert, glaube ich. Ja. Last but not least schauen wir auf den Seattle Kraken, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, denn da spielt ja auch ein Deutscher mit Philipp Grubauer. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob das wirklich noch eine Prognose ist oder schon eine Analyse, die wir über Seattle jetzt machen können, denn die sind mal komplett abgestürzt. 8 der letzten 9 verloren. Die waren ja eigentlich die meiste Zeit in den letzten Wochen der Gejagte in der Liga. Also ihren Platz wollte jeder haben und plötzlich geht irgendwie nichts mehr beim Kraken. Grobi, muss ich sagen, Stefan, der hält richtig gut, aber irgendwas scheint gewaltig zu fehlen. Für mich ist es nach wie vor die Qualität in der Spitze. Wie schaut deine Analyse aus? Also warum der Absturz und was fehlt in Seattle, dass sie einfach nicht es schaffen, konstant in die Playoffs zu kommen? Die Qualität der Spieler. Sie sind einfach nicht gut genug, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die überraschen kann, die genügend Qualität hat, um an einem normalen Abend jeden zu schlagen, aber um konstant jeden zu schlagen, fehlt es einfach an Qualität. Es ist eine Mannschaft, die, ja, wie gesagt, sie sind mittendrin, sie sind genau bei 500, sie haben genauso viele Spiele gewonnen wie verloren. Das ist einfach, das ist für mich, wenn man sich den Kader anschaut, eigentlich genau das, was ich von ihnen erwarte. Eine Mannschaft, die mittendrin steht, aber halt nicht gut genug ist, um jetzt wirklich in die Playoffs zu kommen, wenn sie in die Playoffs kommen, da wirklich irgendwas zu tun.
Ja, es fehlt ihnen, sie haben keine wirkliche Star Power, in dem Sinne, sie haben keinen Nummer 1 Verteidiger, jetzt sage ich mal, der den Unterschied ausmachen kann täglich. Sie haben keinen Stürmer, der täglich den Unterschied ausmachen kann. Sie haben sehr, sehr viel probiert, glaube ich auch an der Trade Deadline, aber sie haben es bis jetzt noch nicht geschafft, sich wirklich entweder diesen Superstar zu draften und heranzuziehen oder ihn über einen Trade oder die Free Agency nach Seattle zu locken. Und leider, muss man ganz ehrlich sagen, wird sich das auch wahrscheinlich nicht ändern, weil sie wieder knapp die Playoffs verpassen werden und dann als 14. oder so draften dürfen, wo du dann wieder nicht diesen Spieler bekommst, der für dich den Unterschied wahrscheinlich ausmachen kann auf die Zukunft hinweg gesehen, so dass sie, das ist wie ein Kreisel, sie werden, wenn es so weitergeht, genau da bleiben, wo sie jetzt auch sind. Also ich habe gerade eben nochmal auf die Tabelle geschaut. Der einzige Vorteil in der Pacific Division ist ja tatsächlich, wenn du es ganz knapp nicht in die Playoffs schaffst, dass du trotzdem eine sehr, sehr gute Draft-Position hast. Also Seattle ist momentan 28. in der National Hockey League, also 5. Letzter. Ja, das ist eigentlich, also du hast einen Top-5-Pick. Also das ist eigentlich unmöglich, aber zeigt dir auch nochmal, und damit kommen wir nochmal, um den Bogen rumzuspannen, um die Anfangsaussage, wie spannend alles ist. Und deswegen meine letzte Frage zu diesem Playoff-Rennen-Thema. Stefan, ist es dieses Jahr, 2026, nicht die ultimative Möglichkeit für alle Mannschaften, die reinkommen, dass es vielleicht mal ein Außenseiter wird? Weil ich finde, gerade im Osten ist es schwer, einen wirklichen Titelfavoriten zu benennen. Also ist es das Jahr, wo gefühlt jeder es schaffen kann und vor allen Dingen mal ein Außenseiter? Ja und nein. Im Osten ja. Im Osten ist es wirklich so, dass ich jeder Mannschaft, die in die Playoffs kommt, zutraue, auch aus dem Osten rauszukommen. Wie gesagt, wir haben vorhin Ottawa erwähnt, auch Boston wird eine Mannschaft sein in den Playoffs, mit der du nichts zu tun haben möchtest, aufgrund der Art und Weise, wie sie spielen. Es ist keine Mannschaft da für mich, die sich über die Saison hinweg als herauskristallisiert hat als die beste Mannschaft im Osten. Klar, Tampa Bay, Carolina sind vorne weg, aber das bedeutet nicht, dass ich sie als klare Favoriten sehen werde. Im Westen sehe ich es ein bisschen anders, weil du da einfach mit Colorado, mit Dallas und mit Minnesota Mannschaften hast, ja, die, ich weiß auch nicht, die einfach gefühlt die ganze Saison über dominiert haben auch und der Rest einfach so weit weg ist davon. Ich meine, wenn du schaust dir die Liste an, das Colorado ist Erster, Dallas ist Vierter, Minnesota ist Siebter. Das sind die 3 Top-Mannschaften und dann kommen bis Platz 15 nur Mannschaften aus dem Osten. Ja, dann kommt die nächste Mannschaft aus dem Westen, ist Edmonton als 15. Und das ist natürlich, du hast Pittsburgh, Boston, Ottawa, Philly, New York, Detroit, Columbus. Die sind alle punktetechnisch vor diesen Mannschaften und viele davon werden gar nicht in die Playoffs kommen. Also so, dass im Osten alles passieren kann, im Westen ist es so, dass ich für mich ist Colorado der absolute Top-Favorit, natürlich aufgrund der regulären Saison, die sie gespielt haben. Das Einzige, was du im Westen natürlich wieder hast, ist das Playoff-Format, dass du halt in der ersten Runde 2 der besten Mannschaften der Liga hast, die aufeinandertreffen. Also du wirst eine erste Runde haben, entweder Colorado, Minnesota oder Colorado, Dallas. Und einer davon scheidet aus, was für den Rest des Westens natürlich schön ist, aber ob es jetzt unbedingt fair ist, wage ich zu bezweifeln. Auf der anderen Seite, wir haben vorhin über Seattle gesprochen, ich meine, wir haben 32 Mannschaften in der Liga. Seattle ist, wie du gerade eben gesagt hast, 28. Das ist die 5. schlechteste Mannschaft der Liga und sie steht trotzdem bei 500. Heißt, sie haben genauso viele Spiele gewonnen wie verloren. Das heißt, dass nur 4 Mannschaften in der Liga, 4 von 32, verlieren mehr Spiele, als sie gewinnen. Und das zeigt die Ausgeglichenheit der Liga. Das zeigt, dass das Punktesystem, so wie die NHL das hat, im Endeffekt genau das macht, was die Liga sich vorstellt. Es sorgt dafür, dass du Spannung hast bis zum letzten Tag. Und das ist natürlich das, was du als Liga und auch als Zuschauer sehen willst. Und das ist das perfekte Schlusswort für diesen Themenkomplex in Episode 42. Wir drehen den Scheinwerfer, Stefan, schau mal auf die Mannschaften, die schon eliminiert sind, also die es rechnerisch nicht mehr schaffen können. Viele sind es noch nicht zu diesem Zeitpunkt, 5 Teams.
Und eins hat uns, glaube ich, alle am meisten überrascht und das sind die Florida Panthers. Der amtierende Stanley Cup Champion wird in den Stanley Cup Playoffs nicht mitwirken können. Also das heißt, sie sind mehr oder weniger jetzt schon entthront. Warum ist, glaube ich, relativ eindeutig. Viele Verletzte, sie haben viel Hockey spielen müssen, waren 3-mal in Folge im Stanley Cup Finale, 2 Stanley Cups gewonnen. Und ich habe mir dieses viele Hockey mal auf dem Rechenschieber zurechtgelegt. Seit der Saison 22/23 haben die 391 Spiele machen dürfen. Also das ist eine Menge, jetzt gepaart mit den vielen Verletzten. Du kannst dir das anschauen, jeder Schlüsselspieler, Alex Barkov 0 Spiele, Marchand hat lange gefehlt, Tkachuk hat lange gefehlt. Also es ist Wahnsinn. Ich glaube, es hat kein einziger Spieler die maximale Spielzahl erreicht bis hierhin. Also es war ein verdammt bitteres Jahr, deswegen kommt es jetzt auch nicht super überraschend. Aber ich finde, wenn du es jetzt aus dem Sommer betrachtest, doch schon. Sie haben auch nicht wirklich viele Draft-Picks, das heißt, da ist auch kein Rebuild in Sicht. Das heißt, nächste Saison ist Florida wieder Contender für dich, Stefan? Ja, sie müssen nur gesund werden. Es ist einfach, ich glaube, es ist einfach ein Zeichen dafür, du kannst nicht so viel Eishockey spielen in der NHL und auf diesem Niveau, sage ich jetzt mal, und kontinuierlich immer oben dabei sein. Ich meine, du hast die Situation, deshalb gibt es ja auch, diese 4 Jahre hintereinander den Stanley Cup zu gewinnen, wie es die New York Islanders Anfang der 80er Jahre gemacht haben. Deshalb ist es ja schon so lange her, dass das passiert. Das ist einfach dafür, die Intensität des Eishockeys ist zu hoch geworden. Und wenn du dir ihre Aufstellung anschaust, des letzten Spiels zum Beispiel, nur bei den Stürmern, wer da alles fehlt, dann ist es ist wirklich kein Wunder, sage ich jetzt mal, dass sie dieses Jahr nicht dazukommen, weil die Jungs sind einfach kaputt. Es reicht nicht mehr, sie sind körperlich am Ende. Diese 400 Spiele, die sie gemacht haben, verlangen einfach ihren Tribut im jetzigen Zeitpunkt. Aber alles, was die Jungs brauchen, ist Zeit, um wieder gesund zu werden, weil die Qualität geht ja nicht verloren. Ein Sascha Barkov kommt zurück, ein Marchand kommt zurück. Alle diese Spieler sind am Anfang der nächsten Saison wieder gesund. Und deshalb gehe ich fest davon aus, dass sie nächstes Jahr wieder ein wichtiges Wörtchen mitreden würden. Interessant wird werden, was passiert mit einem Bobrovsky, der Free Agent ist im Sommer. Bleibt er dort oder nicht? Fakt ist eigentlich, dass ihr zweiter Mann Tarasov dieses Jahr die besseren Statistiken hat als Bobrovsky. Auf der anderen Seite hat Sergei Bobrovsky 2 Stanley Cups gewonnen in den vergangenen 3 Jahren und hat gezeigt, wie wichtig er sein kann. Aber er ist inzwischen auch, ich will jetzt nicht lügen, aber er müsste auch schon 37 Jahre alt sein, vielleicht sogar schon ein bisschen älter. Von daher wird es interessant sein, was mit ihm passiert. Aber ich glaube, alles, was die Jungs jetzt brauchen, ist Zeit, um sich auszuruhen und Gesundheit. Und dann sind sie nächstes Jahr wieder voll mit dabei. Ja, das glaube ich schon auch. Chicago Blackhawks ist auch ein Team, was sich schon länger im Rebuild befindet. Das hat dieses Jahr wieder nicht geklappt. Befund, würde ich sagen, trotz eines Connor Bedard, viel zu wenig Offensive und dazu noch eine sehr, sehr junge Defensive. Ich glaube, Matt Grzelcyk ist der einzige Spieler, der einzige Verteidiger, der über, ich glaube, 24 ist oder 25. Also du hast nur einen wirklichen Routinier, heißt sehr, sehr junge blaue Linie. Warum, Stefan, für dich vergleichbar jetzt mit den San Jose Sharks? Ist Chicago in diesem Rebuilding-Prozess dann doch weiter zurück als die Sharks? Weil im Endeffekt, sie haben ja mit Connor Bedard einen Typ Macklin Celebrini bekommen. Also was machen die Sharks besser als die Blackhawks und warum kommt Chicago einfach nicht aus dem Quark? Ich glaube, dass sie die besseren Veteranen in der Mannschaft haben, dass die älteren Spieler, die San Jose Sharks in ihrer Aufstellung haben, einfach ein besseres Jahr gespielt haben als Chicago. Im Endeffekt müssen wir jetzt ganz ehrlich sein, die Punktedifferenz zwischen San Jose und Chicago sind gerade mal 9 Punkte. Also ist jetzt nicht die Welt. Connor Bedard hat fast 20 Spiele mit einer Verletzung verpasst, glaube ich, was großen Anteil an ihrer Tabellensituation hat, weil er dieses Jahr wieder wirklich einen absoluten Schritt nach vorne gemacht hat. Und ich glaube, du wirst es nächstes Jahr sehen, was er für ein Spieler werden wird, weil ich glaube weiter an seine Qualität und ich bin fest davon überzeugt, dass er im Endeffekt, dass er und Macklin Celebrini und Nolan Schäfer weiter das Gesicht der Liga sein werden in den nächsten paar Jahren.
Sie werden wieder, sie sind 31. im Augenblick, sie werden wieder einen Top 3 Draft Pick bekommen, so wie es aussieht, wenn alles ganz normal läuft, und werden wieder die Möglichkeit haben, sich ein absolutes Juwel dazu zu holen, und sie stecken einfach meiner Meinung nach mittendrin in diesem Rebuild. Es ist, glaube ich, Connor Bedards dritte Saison jetzt. Das dauert einfach eine Zeit lang, und Chicago ist für mich mit Sicherheit weiterhin eine Mannschaft, die in der Zukunft, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren ein Wörtchen mitreden wird, weil sich alle diese jungen Spieler weiterentwickeln werden. Du musst halt aufpassen, dass du die Kurve kriegst. Du darfst dich nicht ans Verlieren gewöhnen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dich daran gewöhnst zu verlieren und dass du irgendwann, ja, wie soll ich sagen, einfach auch damit rechnest. Und das darf nicht passieren. Das darf vor allem den jungen Spielern in Chicago nicht passieren. Im Augenblick mache ich mir da noch keine großen Gedanken drüber. Aber wenn es noch 2 Jahre so weitergeht, dann könnte es ein Problem werden. Ja, Blackhawks, also das Team ist voll mit Talent. Und ich glaube, alle warten so ein bisschen auf den Buffalo-Effekt. Also so wie es die Sabres dieses Jahr gezeigt haben, plötzlich macht es Klick. Und deine, ja, mit Talenten gespickte Mannschaft geht einfach durch die Decke. Ganz anders ist die Lage bei den Toronto Maple Leafs. Ich glaube, hat keiner mitgerechnet, dass die es nicht in die Playoffs schaffen. Aber es ist viel passiert. Wenn wir mal zurückdenken, seit Sommer, Mitch Marner hat das Team verlassen. In der Folge haben sie doch arge Defensivprobleme. Insbesondere bei 5 gegen 5 hat es hinten mal richtig eingeschlagen. Aber auch irgendwie vorne, die Core 3, die übrig geblieben sind, nachdem Marner weg ist, haben sich alle verschlechtert. Also keiner ist wirklich besser geworden von den Punktezahlen her. Und jetzt kommt genau das Problem. Jetzt stürzt Toronto ab, schafft es nicht in die Playoffs und können daraus, also quasi aus dieser Negativsituation, eigentlich null Kapital schlagen. Denn wenn ich mich richtig entsinne, haben sie weder einen Erstrunden-Pick noch einen Zweitrunden-Pick in diesem Jahr und nächstes Jahr auch keinen Erstrunden-Pick. Also das heißt, keine Mannschaft trifft ein sportliches Versagen krasser als die Toronto Maple Leafs, denn sie können ja nicht mal mit einem Pick jetzt einen Rebuild oder was starten. Ich glaube, vielleicht auch deshalb musste General Manager Brad Treliving gehen, der wurde kürzlich gefeuert. Ja, also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was die Toronto Maple Leafs angeht, sehe auch gerade keinen Weg, dass es besser wird. Deswegen die erste Frage an dich, Stefan, wird es denn irgendwie besser? Wie wird es besser? Und vor allen Dingen, was passiert denn noch im Sommer? Es gibt jetzt schon Gerüchte, dass William Nylander gehen oder Austin Matthews. Also was passiert bei den Toronto Maple Leafs? Ich glaube, Toronto, da könnte man eine komplette Episode machen, nur über Toronto. Wow, da muss ich jetzt, ehrlich gesagt, sind die Toronto Maple Leafs für mich an einem Punkt angekommen, an dem die Organisation eine Entscheidung treffen muss. Und ich habe mir wirklich die Pressekonferenz ihres Chefs, ihres Präsidenten angehört. Und meiner Meinung nach, er spricht von Core Pieces, also Kernspielern, die sie haben. Er hat, glaube ich, insgesamt von 4 Generational Talents in der Mannschaft gesprochen, mit Austin Matthews, Nylander, Matthew Knies und John Tavares. Also ich glaube, dass das da auch ein bisschen an der Realität fehlt, sage ich jetzt mal, weil der Fakt ist, die Toronto Maple Leafs haben eigentlich gar keine Chance, besser zu werden nächstes Jahr. Sie haben die nächsten 3 Jahre keinen Erstrunden-Draft-Pick. Sie haben ein komplett leeres Regal, was Talente angeht. Ich habe mir die Toronto Marlies dieses Jahr live angeschaut. Es ist die einzige Mannschaft gewesen in der AHL, die ich dieses Jahr gesehen habe, die 6 oder 7 Spieler in der Aufstellung haben, die überhaupt keinen NHL-Vertrag haben. Sie sind so dünn besetzt, was ihre Talente angeht. Und sie sind einfach nicht ansatzweise so gut, wie sie gedacht haben. Der Fakt ist, William Nylander ist ein toller Eishockeyspieler, unglaublich talentiert, alles wunderbar. Aber er ist ein Ergänzungsspieler. Er ist jemand, der in einer guten Mannschaft unglaublich viel für dich tun kann, das ist super. Aber er ist keiner, der irgendjemand mit sich zieht, der mit sich reißt, der vorne weggeht. Und ich glaube, das hast du alles, wirklich alles eindeutig gesehen. Und jetzt natürlich sagen jetzt wieder viele Leute, ich bin zu alt und altmodisch in dem Sinne, aber du hast ja die Reaktion gesehen oder die Nicht-Reaktion gesehen darauf, was bei Radko Gudas und Austin Matthews passiert ist. Dein Kapitän, dein Superstar, dein Vorzeigespieler wird mit einem dreckigen Check
für den Rest der Saison rausgenommen und keiner reagiert. Und das ist halt im Eishockey für mich immer noch das Schöne, dass du in solchen Momenten zeigen kannst, wie deine Mannschaft aufgebaut ist, dass du sehen kannst, welchen Charakter deine Mannschaft hat. Und du hast für mich in der Situation einfach gesehen, dass es genau daran fehlt in Toronto, an Charakter, an Jungs, die wirklich füreinander einstehen. Und alles, was danach passiert ist, im nächsten Spiel gegen Anaheim mit Max Domi, und das ist alles viel zu spät, meiner Meinung nach. Und die Toronto Maple Leafs sind einfach eine Mannschaft, die ihr Fenster gehabt hat, mit damals ihren Four Core Guys, mit Matthews, mit Nylander, mit Tavares und mit Mitch Marner. Mitch Marner ist gegangen. Sie haben ihn nicht ansatzweise ersetzt. Sie haben über Jahre hinweg keinen wirklichen Nummer 1 Verteidiger gehabt, der sie wirklich besser gemacht hat. Sie haben ihr ganzes Geld, sage ich jetzt, auf diese 4 Jungs gesetzt, vorne im Sturm, und diese 4 Jungs haben den Job einfach nicht gemacht. Fertig aus. Sie haben jetzt, ich weiß nicht, Austin Matthews ist jetzt seit 8 Jahren in der Liga, 9 Jahren oder was weiß ich. Wie viele Trainer hat er bis jetzt gehabt? 5 oder 6? Also es ist ja, es passiert ja, es ist einfach, es passt einfach nicht zusammen, es reicht nicht. Die Mannschaft hat nicht die Qualität, die sie glauben zu haben. Und im Sommer musst du, wenn die Toronto Maple Leafs bist, der neue GM, der eingestellt wird, muss sich im Sommer mit Austin Matthews hinsetzen und muss ihn fragen, ob er bereit ist, die nächsten paar Jahre so weiterzugehen oder nicht. Und wenn Austin Matthews das nicht ist, musst du ihn traden. Musst du in den kompletten Rebuild gehen und musst sagen, okay, wir reißen das jetzt ein und fangen von vorne an. Anders, so sehe es ich von außen, anders geht es nicht. Du musst Austin Matthews traden, du musst einen William Nylander traden, du musst da dir das absolute Maximum rausholen mit jungen Spielern und Draftpicks, du musst dir deine Draftpicks zurückholen und du musst von vorne anfangen, weil wenn du jetzt so weitermachst, wenn Austin Matthews sagt, ja klar, ich schaue mir das jetzt noch 1, 2 Jahre an, dann läuft sein Vertrag aus und du hast nicht wirklich was getan, dann geht er halt und dann kriegst du nichts mehr für ihn. Und diese Situation darf nicht passieren. Das ist dir bei Mitch Marner passiert, der gegangen ist, ohne dass du ihn wirklich ersetzt hast und was dafür bekommen hast. Und das darf dir nicht nochmal passieren. Und deshalb musst du dich im Sommer mit Austin Matthews hinsetzen und musst sagen, okay, wie genau stellst du dir die nächsten 2 Jahre vor, bis dein Vertrag ausläuft? So stellen wir uns das vor. Und dann muss ganz fair und offen miteinander gesprochen werden. Und dann kann es passieren, dass Austin Matthews diesen Sommer getradet wird. Ja, aber im Endeffekt, dass beide Spieler bei einem Rebuild bleiben. Nein. Und den mit anführen, ist ja ausgeschlossen, weil sie haben ja keine Erstrundenpicks. Und die einzige Möglichkeit, wie du da rankommst, ist ja, deine beiden Top-Spieler zu traden. Aber das würde die Maple Leafs, glaube ich, auf Jahre erstmal zurückwerfen. Also, aber da musst du dann die Zukunft schwarz, ja. Sehr schwarz, aber du musst dir diese Draftpicks zurückholen und du musst dann wirklich versuchen, deine Finger an Spieler wie Gavin McKenna und Landon Dupont, der als nächstes kommt. Du musst solche Spieler versuchen, über den Draft zu holen, weil die nächste Sache ist die Free Agency, also die ist vorbei, die gibt es nicht mehr so wie früher. Die Spieler kommen ja gar nicht mehr auf den Markt in dem Sinne. Und muss man ja auch ganz offen dazu sagen, die Art und Weise, wie in Toronto auch mit den Spielern umgegangen wird, wenn es keinen Erfolg gibt. Es gibt gar nicht so viele Spieler, die da überhaupt hinwollen. Die sagen, nee, den Druck brauche ich nicht. Das Geld verdiene ich in anderen Plätzen genauso. Ich spiele in Mannschaften, die bessere Chancen haben, den Stanley Cup zu gewinnen, und muss mich nicht jeden Tag mit 40, 50 Journalisten auseinandersetzen, die nach dem Training in meiner Kabine sitzen. Und deshalb geht ja auch keiner hin. Diese Probleme in Toronto, die gibt es ja seit 30 Jahren. Das ist ja nicht neu. Es gibt ja auch einen Grund dafür, warum die Toronto Maple Leafs seit glaube ich, 64 jetzt keinen Stanley Cup mehr gewonnen haben. Das kommt ja nicht von irgendwoher. Es hat ja nichts mit Pech zu tun. Und sie haben es probiert mit diesen 4 Jungs, haben wirklich viel investiert, haben alles möglich gemacht, haben alle ihre Draftpicks weggetradet, haben meiner Meinung nach viele Fehler gemacht in dieser Zeit. Und jetzt stehen sie vor den Resultaten, die für mich eigentlich nur zu einem dieser Retool, der angesprochen worden ist, weil sie ihre Kernstücke noch haben,
das ist, glaube ich, Augenwischerei, um ganz ehrlich zu sein, weil nochmal, das wichtigste Gespräch wird stattfinden irgendwann im Juni, wenn sie einen neuen GM haben mit Austin Matthews, wo man sich hinsetzen muss und sagen muss, okay, was denkst du, bis dein Vertrag ausläuft, kannst du dir, und da werden die Antworten für die gesamte Organisation meiner Meinung nach getroffen werden müssen. Und da wird es ja auch spannend, wer wird der GM, weil im Endeffekt den Job anzunehmen, du hast die Infrastruktur gerade schon angesprochen oder die äußeren Umstände und dann so eine Ausgangslage zu haben, also da brauchst du, glaube ich, den ultimativen Reformator, um dir das überhaupt anzutun. Also stelle ich mir schwierig vor, aber sag Bescheid, wenn dein Handy klingelt, Stefan. Ja. Würdest du den Job annehmen bei den Toronto Maple Leafs? Natürlich, ich würde jeden Job in der NHL annehmen, aber das heißt ja nicht, dass es sehr intelligent wäre, ihn anzunehmen. Das ist eine Mammutaufgabe. Das ist ein unfassbar begehrter Job, weil du der GM der Toronto Maple Leafs bist, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ich sage es jetzt mal so, ich glaube, ein GM mit viel Erfahrung, der Alternativen hat, der wird wahrscheinlich eher sagen, okay, warten wir mal ab jetzt, weil es ja auch ein Job ist, muss man ja auch ganz klar dazu sagen, das hat man ja in den letzten paar Jahren gesehen. Du musst ja nach oben managen. Du musst unglaublich viele Fragen beantworten, tagtäglich an die Besitzer, an die Chefs der ganzen Situation und die ja auch sich immer wieder involvieren. Und ich glaube, so wirklich zu 100% dann das zu machen, was du für richtig hältst, ist, glaube ich, in Toronto nicht so einfach. Und von daher eine unglaublich schwierige Aufgabe, eine unglaublich interessante Aufgabe, weil das muss man auch dazu sagen. Wenn es funktioniert, wenn du derjenige bist, der die Toronto Maple Leafs zum Stanley Cup führt, ja, dann bezahlst du für den Rest deines Lebens in Kanada kein Bier mehr, kein Essen mehr, dir wird eine Statue gebaut und du bist auf Lebenszeit hinweg ein Volksheld. Das stimmt, das ist halt auch, das ist die andere Seite der Medaille in dem Sinne und wer will sowas nicht? Aber wie gesagt, es wird sehr, sehr interessant in den nächsten paar Wochen in Toronto. Das auf jeden Fall. Wir fassen mal die beiden zuerst eliminierten Teams, die beiden Schlusslichter der jeweiligen Conferences, glaube ich mal, mit einer Frage zusammen. Das sind die New York Rangers, die unter einer eklatanten Heimschwäche gelitten haben, im Januar komplett eingebrochen sind, viele Verletzte hatten mit Adam Fox, Vinny Trocheck, Panarin wurde dann noch getradet. Die wollen jetzt ja auch aktiv in so einen Retooling-Prozess gehen. Auf der anderen Seite hast du die Vancouver Canucks, die ja die Schießbude der Liga sind, keine Defensive so schlecht. Und die sind auch schon sicher Letzter. Also rechnerisch werden sie die besten Chancen in der Draft Lottery auf das First Overall Pick haben. Deswegen zusammenfassend, Stefan, nehmen wir mal an, einer von den beiden holt sich jetzt dieses First Overall Pick. Wen würdest du holen? Wir haben ja zwei richtig tolle Spieler in diesem Draft. Der eine ist Gavin McKenna, spielt an der Penn State in der NCAA, also College. Heißt mit noch recht jungen Spielern zusammen. Auf der anderen Seite hast du einen Ivar Stenberg in der SHL, also in der Top-Liga in Schweden. Der spielt schon Herrenhockey und das auch richtig gut. Also wärst du GM mit einem First Overall Pick 2026, wen würdest du callen und warum? Ich glaube, wenn ich Vancouver wäre, würde ich mich sehr mit Keaton Verhoff beschäftigen, einem Verteidiger. Also ein ganz anderer. Ja, weil ich einfach in Vancouver, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Sternberg und McKenna sind zwei Außenstürmer, zum Beispiel. Das sind also Jungs, die was um sich herum brauchen. Die brauchen einen gestandenen Mittelstürmer, der sie führen kann, der ihnen helfen kann. Ob Elias Pettersson dieser Mittelstürmer ist, um einen Gavin McKenna oder einen Sternberg aufs nächste Level zu führen, oder in dem Sinne weiß ich nicht. Sie haben extreme Probleme in der Defensive und mit Keaton Verhoff würdest du einen Verteidiger bringen, der vom Potenzial her jemand ist, wo du davon ausgehen kannst, dass er 15, 18 Jahre lang ein Top-4-Verteidiger in der Liga werden kann. Und diese Minuten, die musst du finden irgendwo. Die musst du und da kann er dir unglaublich viel Präsenz und auch, wie soll ich sagen, Konstanz geben auf dieser Position.
Diese zwei Stürmer sind für mich beides unglaublich talentierte Jungs, überhaupt kein Thema, aber ich gebe offen zu, ich sehe jetzt zum Beispiel einen Gavin McKenna nicht auf dem Level eines Bedard, eines Celebrini, er ist für mich gut, Generational Talent, das Wort wird ja sowieso benutzt inzwischen wie was weiß ich, ist ja, also es macht ja überhaupt keinen Sinn, es kann ja eigentlich nur ein Generational Talent pro Generation geben. Also kann ja nicht 16 Stück haben davon und dann bist du ja kein Generational Talent mehr. Von daher sind es einfach Spieler für mich, die ihre Zeit brauchen werden. Die werden ihre 2, 3, 4 Jahre brauchen, um sich zu etablieren, um wirklich in der Lage zu sein, den Unterschied ausmachen zu können auf dem Eis. Vor allem als Außenstürmer, glaube ich. Und vielleicht bist du in Vancouver mit einem Verteidiger besser aufgehoben, der sich schneller anpassen kann. Das weiß ich nicht. Das muss man mit Sicherheit besprechen. Für die New York Rangers sehe ich zum Beispiel, wenn wir jetzt über die zwei Mannschaften sprechen, die Situation ein bisschen anders, weil du in New York natürlich auch einen ganz anderen Markt hast. Ja? Madison Square Garden, du hast eine Mannschaft, die ganz anders aufgebaut ist, mit viel älteren Spielern, mit viel Erfahrung. Da hast du die Leute eigentlich schon in der gegebenen Position, die jetzt zum Beispiel einen Gavin McKenna führen können. Und so ein junger Kerl dann, Madison Square Garden, Broadway, wunderbar, da passt er eigentlich hervorragend rein, weil du den auch sofort verkaufen kannst. Und du siehst es auch ein bisschen an der Tabelle zum Beispiel, die Tordifferenz der New York Rangers mit dem wirklich schlechten Jahr, was sie gehabt haben, vor allem zu Hause. Sie sind gerade mal bei -9. Alles um sie rum ist bei -33, -44. Vancouver ist bei -94. Also das Fundament der New York Rangers, auch nach dieser schwachen Saison, ist sehr viel besser als die, sage ich jetzt mal, 5, 6 Mannschaften um sie herum. Und sie könnten einen Spieler wie Gavin McKenna oder auch Sternberg sehr viel schneller, glaube ich, an das Level führen, was die Jungs dann im Endeffekt erreichen können. Weil sie keine Mannschaft sind für mich, die jetzt, wie soll ich sagen, mitten im Umbruch sind oder sonst irgendwas, sondern sie haben einfach nur eine schlechte Saison gespielt und das Fundament ist da. Warte jetzt aber einfach mal ab, was diesen Draft angeht, die Draft-Lotterie, du weißt es ja nie, auf einmal darf Florida als erster picken oder so, du weißt ja nicht, die sind jetzt gerade im Augenblick 27. Chancen sind gering, aber du weißt es ja nie und irgendwann werden die Reichen wieder ein bisschen reicher und Florida oder Toronto oder was weiß ich, oder New York darf als Nummer 1 picken, du weißt es nie. Ja, aber vielleicht gar nicht so schlechter Gedanke, weil sie ja mit Quinn Hughes, also Vancouver meine ich, ja auch einen Top-Verteidiger verloren haben, also so abwegig ist es eigentlich gar nicht. Ja, schauen wir mal, was passiert. Für alle, die jetzt sagen, Podcast und Elimination ist jetzt für mich persönlich nicht das richtige Medium, könnt ihr gerne das Ganze auch nochmal nachlesen, wenn für jede Mannschaft, die ausgeschieden ist, am Tag nach dem Ausscheiden auch immer nochmal eine Analyse, warum und vor allem, was für die Zukunft optimistisch stimmt, auf nhl.com.de, also für alle, die sich das nochmal in Ruhe anschauen wollen, in geschriebener Form. Stefan, wir kommen noch zu unserem Team to watch, das sind die Montreal Canadiens. Die haben eine 45-22-10 Bilanz, 100 Punkte, sind Zweiter in der Atlantic Division, haben 2 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter am Atlantik, das ist der Tampa Bay Lightning und schon satte 11 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz und sie sind seit heute, deswegen passt das so gut, auch officially clinched, also sie haben einen Playoff-Platz auch rechnerisch erreicht. Form ist sehr, sehr gut. Hatten jetzt eine Siegesserie von 8 Niederlagen, die ist dann heute Nacht leider verloren gegangen gegen die New Jersey Devils. Aber nochmal 8 Siege in Folge, das gelang Montreal zuletzt vor 10 Jahren, also das heißt schon was. Die Key Stats, die ich rausgesucht habe, 5 beste Offensive, 5 meiste Tore bei 5 gegen 5, 8 bestes Powerplay, die beste Schusseffizienz in der National Hockey League, 13,1%, also keiner ist effizienter. Und sie sind auch das zweitbeste Team, was die Verteidigerpunkte angeht. Ich würde das Ganze mal so zusammenfassen. Montreal spielt offensives und attraktives Hockey. Stefan, was würdest du sagen, wie genau ist denn dieser Stil von Trainer Martin St. Louis zu beschreiben? Warum macht Spaß, die Canadiens beim Hockeyspielen anzuschauen? Weil er die Spieler, die er hat, das machen lässt, was sie am besten können. Wenn man sich die Montreal Canadiens anschaut, muss man schon sagen, Suzuki, Caulfield, Hudson, Slafkovsky, Demidov, das ist eine wahnsinnig talentierte Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft noch,
Von diesen Jungs ist, glaube ich, Nick Suzuki der Älteste und der müsste 24 sein, glaube ich, oder 25. 26, ja. Oder 26, okay. Also eigentlich mitten noch am Anfang seiner Prime, sage ich jetzt mal. Und das ist, für mich ist es eine Mannschaft, die Martin St. Louis hat einfach verstanden oder ist in der Lage, die Jungs in Positionen zu bringen, wo sie das machen können und dürfen, was sie am besten können. Und dafür nutzt er auch ihren jugendlichen Enthusiasmus. Ich meine, wenn du dir die Montreal Canadiens heutzutage anschaust, das macht unglaublich viel Spaß, ihnen zuzuschauen. Sie probieren Sachen, sie spielen intensiv, aggressiv, offensives Eishockey. Sie dürfen Fehler machen, solange sie aus diesen Fehlern lernen. Und es macht unglaublich viel Spaß, ihnen zuzuschauen. Sie schießen viele Tore, das hast du gesagt. Was vielleicht ein bisschen Angst macht, ist der hohe Schussquotient. Der ist immer so ein, da muss man immer sagen, wenn die auf einmal anfangen, nicht mehr reinzugehen, was passiert dann? Weil das ist schon relativ hoch, aber auf der anderen Seite produzieren sie auch unglaublich viele Schüsse aufs Tor. Und sie, wie gesagt, nochmal, er hat einfach einen Weg gefunden, die Jungs das machen zu lassen, was sie am besten können. Und das ist offensives Eishockey mit der Scheibe, das sind Chancen zu kreieren, das sind aufs Tor zu schießen. Und dadurch wächst das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit innerhalb der Gruppe. Und sie sind eine Mannschaft, die dieses Jahr schon sehr, sehr gefährlich sein wird. Eine Mannschaft, gegen die du nicht unbedingt spielen möchtest in den Playoffs. Und wenn man sich die Zukunft der Montreal Canadiens anschaut, dann kann dir eigentlich Angst und Bange werden, weil das ist eine Mannschaft, bei der ich davon ausgehe, dass sie über die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre ganz, ganz oben mitspielen wird. Die Frage wird jetzt sein, für diese Saison, für mich, die Torhüterposition. Wer ist die wahre Nummer 1? Ich glaube, im Augenblick hat sich so Lukas Dostal ein bisschen herauskristallisiert als Nummer 1. Jakob Doris. Entschuldigung, nicht Dostal, der spielt in Anaheim, falscher Torhüter. Hat sich herauskristallisiert, aber sie haben mit Fowler natürlich jemand, der nach oben gekommen ist, der hervorragende Spiele schon gemacht hat für sie dieses Jahr. Sind beide schon so weit für einen langen Playoff-Run? Weiß ich nicht, aber für die Zukunft, auch da sind sie sehr gut aufgestellt und ist eine Mannschaft, die unglaublich viel Spaß macht und das ist ja ein Traum für die NHL. Montreal, wenn Montreal oben mitspielt, geht es der ganzen NHL besser. Das ist einfach ein Fakt. Ja, gute Aussage. Du hast einige Attraktionen gerade schon genannt und das Bezeichnende ist, dass die alle noch unfassbar jung sind. Ja. Ich habe mir das mal rausgesucht. Also der Kern, nochmal, das sind ja nicht nur die Attraktionen, sondern das ist auch der Kern dieser Mannschaft. Demidov, 20, Slavkovski, 22, Lane Hudson, 22, Bolduc, 23, Cole Caulfield, 25, Nick Suzuki, 26 und selbst Noah Dobson ist auch erst 26 Jahre jung. Ja. Aber nochmal, wir schwärmen jetzt von diesen Attraktionen, von diesen jungen, unbekümmerten Spielern. Aber aus Sicht eines Sportdirektors ist so ein junger Kern sicherlich auch Chance und Risiko. Also wo genau, Stefan, liegen denn die Vorteile und die Nachteile von so einem jungen Kern? Ehrlich gesagt liegt da oft darin, dass die Jungs sich einfach keinen großen Kopf machen. Die machen sich keine Gedanken, die spielen einfach Eishockey. Die haben einfach so viel Enthusiasmus und Spaß bei ihrer Arbeit, dass negative Gedanken in dem Sinne für sie keine Rolle spielen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Wenn sich Negativität einschleicht, wenn sich Verlieren einschleicht in so eine Organisation, wenn du ein junger Spieler bist, und das haben wir vorhin angesprochen mit Chicago, du musst aufpassen, dass bei diesen jungen Spielern das Verlieren nicht zum Alltag wird. Weil dann geht dir ganz schnell was verloren. Und das ist im Sinne von Montreal einfach nicht der Fall. Und sie haben natürlich auch hervorragende ältere Spieler noch mit dabei, die vorne weggehen. Ob das ein Brendan Gallagher ist, ein Jake Evans, ein Josh Anderson. Das sind ja alles Spieler auch, die unglaublich viel, wie soll ich sagen, noch Erfahrung mit dazu bringen. Und die schlechten Phasen in ihrer Karriere schon durchgemacht haben und den Jungs auch erzählen können, was in Montreal mit Sicherheit auch nicht so einfach ist, wenn man nicht in die Playoffs kommt, wenn man nicht oben mitspielt, wenn man schlechte Phasen hat. Auch da ist der Druck von außen sehr, sehr hoch und die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Und diese Jungs haben im Augenblick einfach, sie haben unglaublich viel Qualität. Sie sind einfach sehr, sehr gute Eishockeyspieler, auch in ihrem Alter jetzt schon. Und sie
sie bekommen einfach auch die Möglichkeit, sie dürfen Fehler machen, sie dürfen aus diesen Fehlern lernen und ich glaube, einen riesengroßen Anteil hat Martin St. Louis an dieser Situation jetzt im Augenblick, weil er einfach einen Weg gefunden hat, die Erfahrung, die er hat und den jugendlichen Enthusiasmus miteinander zu verbinden und der Mannschaft eine Identität und auch eine Art und Weise, Eishockey zu spielen, gegeben hat, die zu den Charakteren und den technischen Fähigkeiten dieser Spieler passt und daraufhin aufzubauen. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, die Montreal Canadiens sind erst am Anfang von dem, was sie über die nächsten 4, 5, 6 Jahre lang tun werden, glaube ich. Ja. Ja, auch im Tor, du hast es das angesprochen, das ist eine der größten Fragezeichen. Hast du ja auch noch junges Personal. Jakob Dobesch, der richtig stark spielt in den letzten Wochen. Dann hast du Jacob Fowler, auch gute Statistiken, beide über 90% Save Percentage. Dann hättest du immer noch einen erfahreneren Mann mit Sam Montembeault. Das sind alles auch keine großen Namen, aber sie halten momentan sehr, sehr gut. Also da kann natürlich auch riskant sein, wenn das plötzlich nicht mehr der Fall ist und die Playoffs kommen und die nerven so ein bisschen. Aber was wirklich auffällt bei dieser Mannschaft aus Montreal, das hatte ich zuletzt so Anfang der 2010er Jahre, würde ich sagen, dass du so einen krassen Geschwindigkeitsvorteil hattest im Vergleich zu anderen Mannschaften. Damals war das für mich Tampa. Das war eine Mannschaft, da hat jeder gesagt, also die sind schnell, so schnell ist keine andere Mannschaft in der Liga. Und ich fühle mich so ein bisschen zurückerinnert an diese frühen 2010er Jahre, jetzt mit den Montreal Canadiens. Und du sagst ja aber eigentlich immer, in den Playoffs ist Härte entscheidend oder zumindest ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber kommen wir an einem Punkt, wo Schnelligkeit die neue Härte in den Playoffs werden kann? Das glaube ich jetzt nicht, aber Härte in dem Sinne musst du in den Playoffs definieren mit Härte ist es nicht aktiv, sage ich jetzt mal, hart zu spielen, indem du aggressiv bist, dir jeden Check zu Ende fährst, alle diese Dinge. Das ist die Grundvoraussetzung in den Playoffs, dass das sowieso jeder macht. Härte in den Playoffs ist für mich einen Check zu nehmen, um die Scheibe aus der Zone rauszubringen. Härte ist für mich in den Playoffs vorm Tor stehen zu bleiben in einem Powerplay, obwohl du die Crosschecks in die Nieren kriegst. Härte ist ein Schuss zu blocken, eine Minute vor Schluss, wenn das vielleicht vorher nicht unbedingt deine Aufgabe ist. Das ist die Härte, von denen ich spreche, die du brauchst in den Playoffs. Mich erinnern die Montreal Canadiens jetzt im Augenblick mehr an eine Mannschaft wie Chicago. Am Anfang ihrer Zeit mit den jungen Superstars, den sie gehabt haben, Taves, Kane, Seabrook, Duncan Keith, alle diese Jungs, die zusammen gewachsen sind, die zusammen in einem kurzen Abstand in die Liga gekommen sind, zusammen gelernt haben, NHL-Eishockey zu spielen, um dann am Zenit oben anzukommen und dann 3 Stanley Cups in 6 Jahren zu gewinnen. Daran erinnern mich die Montreal Canadiens im Augenblick. Eine Mannschaft, die zusammen die von der Altersstruktur her ihre Top-Spieler alle im selben Alter hat und zusammen jetzt wachsen kann, um hoffentlich auf dieses Level zu kommen. Und ich hoffe für Montreal, oder dass es sich so, wie soll ich sagen, entwickelt, wie es bei den Chicago Blackhawks damals der Fall war. Aber sie haben für mich diese Sorte Spielertypen. Ein Nick Suzuki und ein Jonathan Toews sind für mich sehr vergleichbar. Ein Cole Caulfield, der 49 Tore gemacht hat bis jetzt. Er ist kein Patrick Kane in dem Sinne, aber er ist jemand, der immer gefährlich ist. Demidov ist vielleicht der Patrick Kane, sage ich jetzt mal, der Zukunft. Ein Lane Hudson ist ein anderer Eishockeyspieler als Duncan Keith, aber er ist ein Nummer 1 Verteidiger, der 27 Minuten pro Spiel spielen kann. Also da ist für mich sehr viel Ähnlichkeit mit dabei, und wenn sie dieses Jahr schon einen sehr guten Lauf haben könnten in den Playoffs und dann vielleicht noch den einen oder anderen Veteranen dazu holen können, der dieses ganze Produkt dann dementsprechend unterstützt, dann, wie gesagt, sehe ich die Montreal Canadiens auf Dauer hinweg sehr, sehr gut aufgebaut. Über die Umwelt müssen wir auch noch sprechen. Das Bell Center wird häufig genannt, wenn wir unsere Gäste immer fragen, was ist dein Lieblingsstadion in der NHL? Glaube ich, würde ich sagen, korrigiere mich, 80% nennen das Bell Center in Montreal. Wie ist es da zu spielen? Also ich weiß selber, als Zuschauer kann ich sagen, es ist so trichterförmig gebaut, es ist sehr, sehr laut. Die Fans sind auch so ein bisschen anders als an den anderen NHL-Standorten. Muss ich auch sagen, also die Frage an jemanden, der schon auf dem Eis unten stand, wie ist es im Bell Center zu spielen und warum ist es so was Besonderes?
um ganz ehrlich zu sein, ist es die Vergangenheit. Es ist, man nennt es nicht umsonst die Kathedrale des Eishockeys. Du musst nur an die Decke schauen. Da hängen 24 Stanley Cup Banner, die meisten aller Zeit. Da hängen Namen unter der Decke, die einfach, die repräsentieren das Eishockey, das jetzt, mit dem ich aufgewachsen bin. Gut, für die neue Generation anders, aber da hängen halt Namen wie Lafleur, Beliveau, Richard, das sind alles Robinson, das ist die Kirche, sage ich jetzt mal, des Eishockeys, der NHL. Und wenn du da reinläufst als junger Spieler, wenn du träumst von der NHL, du willst unbedingt in diese Liga und alle hin und her, und dann darfst du in dieser Halle die Farben des Trikots, das ist alles ikonisch in dem Sinne, und dann kommst du da rein und dann ist es laut und du siehst das Ganze, du siehst die Stanley Cup Banner da hängen, da hängt alles das, was du versuchst in deiner Karriere zu erreichen, hängt da unter der Decke, und deshalb ist es einfach was ganz, ganz Besonderes, dort zu spielen. Ich finde es auch cool, dass du dieses Bild gemalt hast mit der Kathedrale, weil sie haben ja wirklich noch eine Orgelspielerin, die live auf der Orgel spielt. Also auch allein da mal zuzuschauen, eine ganz super putzige Frau, ganz lieb. Ist einfach noch so Oldschool-Hockey auch, muss ich wirklich sagen. Und auch die Fans gehen da mit. Nochmal, es ist einfach was anderes als in der NHL. Sobald du in Tornähe kommst, der Geräuschpegel schnellt hoch. Du hast wirklich Gänsehaut, das ist toll. Ich habe auch beim Warm-Up hat da mal ein Fan einen Trainingspuck, also so einen Warm-Up-Punkt gefangen. Der war am Ende, der war nervlich durch, weil er den Puck gefangen hat. Ich habe ihn dann angesprochen, ja, wo kommt der Puck jetzt hin? Hat er gesagt, ja, den schenkt er seinem Sohn, das wird er niemals vergessen. Ich dachte, wow, okay. Also es hat einfach eine andere Bedeutung, und es hängt auch, glaube ich, mit der Stadt zusammen, Stefan. Montreal, da ist Hockey Religion. Ich kann es anders einfach nicht sagen. Es ist aber auch ein bisschen schwierig. Medien sind gerne sehr polemisch. Also du kriegst auch ordentlich auf den Deckel, wenn es mal nicht läuft. Aber irgendwas ist auch anders als in Toronto, wo du ja auch so eine komische Umwelt hast. Also mit was würdest du sagen, kann man das vergleichen? Wie groß ist der Druck und was ist anders als in Toronto? Erfolg. Die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist der Unterschied. In Toronto hängen halt keine 24 Stanley Cup Banner unter der Decke. Toronto hat in der Vergangenheit nicht die Spieler gehabt, die Montreal Canadiens gehabt haben. Es ist der Erfolg der Organisationen, der da den Unterschied ausmacht, 100%, weil du hast in Montreal einfach so viele Legenden, sage ich jetzt mal, und so viele Dinge, die in der Vergangenheit so viel getan haben, auf die du dich berufen kannst, sage ich jetzt mal, die dir in Toronto fehlen. Ich will jetzt da in Toronto, was die alten Spieler angeht, keinem auf die Füße treten und ihnen irgendwas wegnehmen. Auch da gab es absolute Legenden, die gespielt haben, aber im Vergleich zu Montreal einfach nicht genügend und nicht dasselbe. Und nochmal, klar ist es jetzt in Montreal auch schon eine Zeit lang her, aber sie sind die letzte kanadische Mannschaft, die den Stanley Cup gewonnen hat. Sie haben, wie gesagt, 24 gewonnen in ihrer Zeit. Sie haben ich weiß es nicht, wenn du über die besten Mannschaften aller Zeiten sprichst, kommst du an den Montreal Canadiens nicht vorbei. Da gibt's einen Henri Richard, der hat, glaube ich, 11 Stanley Cups gewonnen in seiner Karriere als Spieler und Verantwortlicher. Und diese Identifikationsfiguren, die fehlen dir in Toronto. Die hast du dort nicht. Da hast du auch Daryl Sittler, Matt Sundin, Wendell Clark. Das sind alles auch absolute Top-Leute, aber sie haben halt nichts gewonnen. Und das ist ja im Endeffekt das, worauf es drauf ankommt. Und da hat nun mal keine Organisation in der National Hockey League mehr als die Montreal Canadiens. Und deshalb ist es ein ganz, ganz besonderer Platz. Abschließende Frage, wohin geht's für die Montreal Canadiens in dieser Saison für dich? Wie gesagt, Playoff-bound sind sie ja schon, aber wohin geht's? Ich sag dir ganz ehrlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, im Osten habe ich keine Ahnung, wer da rauskommt. Ich weiß es nicht. Es kann Tampa sein, die jetzt vor allem in den vergangenen 2 Monaten hervorragendes Eishockey spielen. Carolina ist eigentlich so, dass du sagst, wenn es Carolina dieses Jahr nicht schafft, endlich mal aus dem Osten rauszukommen, dann schaffen sie es nie. Ich glaube, diesen Druck haben sie auch, aber würde ich das jetzt als Sensation betrachten, wenn am Ende
der Playoffs die Montreal Canadiens im Stanley Cup Finale sind? Nein, würde ich nicht. Dafür sind sie zu gut und dieses Potenzial haben sie. Und der Osten ist viel zu offen für mich, um zu sagen, nee, sie haben keine Chance dieses Jahr. Dann machen wir die Tür zu in der Kathedrale des Hockeys. Schöner Ausflug mit dir, Stefan. Danke dafür. Und last but not least knallen wir noch schnell 6 verbale Schlagschüsse ins Mikrofon, würde ich sagen, zur Lage in der Liga. Der erste führt uns nach Las Vegas. Da musste Bruce Cassidy gehen. Und für ihn kam John Tortorella, ein ganz erfahrener Coach, der auch gar nicht so viel verändern will. Es ist aber auch ein Trainer, der, glaube ich, polarisiert wie kein anderer Trainer in der Liga. Jetzt Patrick Roy vielleicht mal ausgenommen. Es gab auch unterschiedliche Reaktionen, was ich so mitbekommen habe, auf diese Einstellung. Deswegen die Frage an unseren Experten Stefan Ustorf. Was glaubst du? Sind Tortorella und Vegas ein Perfect Fit? Ja, er hat jetzt die ersten, glaube ich, 3 oder 4 Spiele gewonnen, seit er da ist. Es ist ein bisschen eine komische Situation, weil du im Endeffekt, jeder sagt, oh, wie kannst du mit Tortorella einen Trainer, der so polarisierend ist, damit reinbringen, aber im Endeffekt ist Bruce Cassidy genau dasselbe. Bruce Cassidy ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr hart ist mit seinen Spielern. Bruce war ein Mannschaftskollege von mir, ich kenne ihn persönlich, wir haben zusammen gespielt und Sarkasmus steht bei ihm ganz oben auf der Liste. Also er ist witzig, ich mag ihn, er ist ein sehr angenehmer Typ, aber er ist Sarkasmus, also er geht hart mit seinen Spielern ins Gericht und er verlangt sehr, sehr viel von seinen Spielern. Und er ist einfach bekannt dafür, dass er über einen gewissen Zeitraum das absolute Maximum aus so einer Mannschaft rausholen kann. Und ich meine, er hat den Stanley Cup gewonnen, er braucht sich von niemandem verstecken. Aber es ist auch bekannt, dass Bruce Cassidy wird nie ein Trainer sein, der 7, 8, 9 Jahre an einem Platz arbeiten wird, weil dafür ist seine Art zu schwierig. Und ihn jetzt mit John Tortorella zu ersetzen, ist halt die Frage, ja, ist es nicht im Endeffekt dasselbe? Dann muss ich aber immer wieder sagen, musst du dich mit Spielern unterhalten, die in der Vergangenheit für John Tortorella gespielt haben. Und da gibt es sehr, sehr viele, die sehr, sehr viel auf ihn halten und sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet haben. Und wir werden sehen, was passiert. Es war eine sehr überraschende Situation. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Was jetzt im Endeffekt dabei rauskommt, wird man sehen. Er hat nichts zu verlieren. Sie werden in die Playoffs kommen. Sie sind auf dem Papier eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und gut, wenn jetzt Las Vegas den Westen gewinnt, glaube ich nicht, dass irgendjemand sagen wird, oh, das ist ja eine Sensation, weil da kann ja viel passieren, sage ich jetzt mal. Klar hast du mit Colorado, mit Minnesota und Dallas Top-Mannschaften, aber wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die eliminieren sich ja schon fast selber, bevor es überhaupt zu diesem letzten Western Conference Final kommt, müssen die sich mit sich selber beschäftigen, um überhaupt dorthin zu kommen, so dass Mannschaften wie Edmonton oder Vegas zum Beispiel den leichteren Weg haben könnten. Also wie gesagt, man wird abwarten müssen. Ich glaube, es war ein Move, der Las Vegas ist über die Jahre hinweg bekannt geworden dafür, dass sie sehr kompromisslos sind in ihrer Vorgehensweise. Egal, ob das jetzt Trainer sind oder verdiente Spieler. Wenn das Management der Las Vegas Golden Knights der Meinung ist, dieser Schritt muss getan werden, dann wird der getan, ohne Rücksicht auf Verluste. Und im Endeffekt spricht der Erfolg für sie. Ja, auch das ist eine Mannschaft, die ihren Trainer auf einem Playoff-Platz stehend entlassen hat. Also so viel noch der Vollständigkeit halber. Aber ja, so kennen wir die Golden Knights, so ist es. Dann schauen wir zu den von dir angesprochenen Dallas Stars. Die haben verlängert mit ihrem General Manager, mit Jim Nill. Seit Jahren ist Dallas Contender, also Cup-Contender. Aber noch kein Titel ist wirklich dabei rausgesprungen. Die richtige Entscheidung für dich, also der richtige Mann am richtigen Ort? 1000%. Jim Nill ist für mich einer der Top 3 General Manager der Liga. Und ehrlich gesagt ist das für mich eine Situation gewesen, wenn ich die Dallas Stars bin und ich habe Jim Nill, der bei mir arbeitet, der wahnsinnig viele verschiedene Wege gefunden hat, über Jahre hinweg die Dallas Stars zu einer Top-Mannschaft zu formen. Und die Toronto Maple Leafs schmeißen ihren GM raus und der Vertrag meines GMs läuft aus, dann reagiere ich ganz schnell und lasse ihn auf gar keinen Fall in eine Situation kommen, wo er möglicherweise auf dem Markt ist. Und deshalb, glaube ich, war das eine Situation, wo auch das ein Teil des Denkens, also ist jetzt reine Spekulation von mir, aber so würde ich denken als Besitzer der Dallas Stars und würde mir sagen, also da muss ich jetzt aber ganz schnell was machen, bevor der auf dumme Gedanken kommt und Anrufe von anderen Leuten kriegt hier, ja.
Dann schauen wir zu den Nashville Predators für unseren dritten Schlagschuss. Die suchen ja einen neuen General Manager, weil Barry Trotz dann nicht in dieser Funktion weitermachen wird. In der Gerüchteküche taucht ein Peter Chiarelli auf. Der ist bei den St. Louis Blues momentan Vice President of Hockey Operations. Meine erste Frage ist, was macht ein Vice President of Hockey Operations eigentlich, Stefan? Und die zweite Frage ist, wie siehst du seine Arbeit? Ist er ein guter Fit für Nashville? Um jetzt auch noch eine vierte Frage oben drauf zu hauen, hat sich Barry Trotz, den du ja gut kennst, auch bei dir schon erkundigt. Ja, ob du Zeit hast. Ja, klar, logisch. Der hat ständig, der hat schon 5-mal angerufen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, genau. Peter Chiarelli hat Erfahrung, hat in der Vergangenheit schon sehr, sehr gute Arbeit gemacht als General Manager in der National Hockey League. Was genau ein Vice President of Hockey Operations tagtäglich macht, kann ich dir nicht beantworten, aber ich finde das immer wieder amüsant zu sehen, was es doch alles für Positionen gibt in der NHL. Jetzt gehe ich wieder zurück zu den Toronto Maple Leafs. Die haben einen General Manager und 6 Assistant General Managers. Also das ist, ich weiß ja gar nicht, wie viel es tagtäglich zu tun gibt, um 6 Assistenten zu brauchen. Gerade viel, glaube ich. Gerade sehr ja, viel. Gut, vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem der Toronto Maple Leafs, wer weiß. Vielleicht nimmt man sich selber doch ein bisschen zu wichtig, keine Ahnung. Aber zurück zu Nashville. Die Namen, die auch in Nashville viel gehandelt werden. Ich habe in den letzten paar Wochen mich relativ viel damit beschäftigt. Es gibt Datenanalyse spielt eine riesengroße Rolle inzwischen in der NHL und für viele Vereine wird es zu einem immer größeren Thema. Das sind Analytics, das sind Eishockey Analytics. Das sind viele Mannschaften wollen sich breiter aufstellen, was das angeht, um zu sagen, okay, wir wollen ein bisschen weg von dieser sogenannten Scout Speech, also nur der Augentest, nur in einem Raum sitzen mit meinen 10 Scouts und über Spieler zu sprechen, ist eine Sache, die natürlich über Jahre hinweg immer funktioniert hat, aber inzwischen ist es halt doch so, dass du unglaublich viele Daten bekommst. Wir haben das bei uns in der DEL mit Eishockey, wir in der NHL natürlich noch auf einem ganz anderen Level, so dass du inzwischen Spezialisten brauchst und auch jede NHL-Mannschaft inzwischen Leute speziell dafür anstellt, die sich mit diesen Daten pro Spieler beschäftigen und dann musst du einen Weg finden, diese Daten eishockeytechnisch mit deinem Augentest zu verbinden, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Nashville Predators haben sich auch öffentlich dazu bekannt, dass sie einen neuen GM suchen, der sich mehr mit diesem Thema beschäftigt. Sie haben zum Beispiel bei Eric Tulsky oder bei den Carolina Hurricanes nachgefragt, ob sie sich mit Eric Tulsky unterhalten dürfen, der zurzeit der General Manager der Carolina Hurricanes ist, der sehr, sehr gute Arbeit und sehr viel Arbeit in diesem Bereich macht, der mehr aus diesem Bereich sogar kommt, als eigentlich vom Eishockey. Sie haben da eine Absage bekommen. Carolina ist nicht bereit, ihnen dieses Interview zu geben in dem Sinne, weil sie Tulsky behalten wollen. Es zeigt aber ganz klar, welchen Weg die Nashville Predators gehen wollen. Sie werden sich da so ein bisschen anders aufstellen und wahrscheinlich jemanden holen, um ganz ehrlich zu sein, dessen Namen der Eishockey-Fanwelt sehr wenig sagen wird. Also da gehe ich eigentlich davon aus, dass es ein General Manager werden wird in Nashville, wo sehr viele Fans sagen, von dem habe ich noch nie was gehört. In Eishockey-Fachkreisen wird man wissen, wer das ist, aber ich glaube, dass es jemand sein wird, der der allgemeinen Fanwelt erstmal sehr wenig sagen wird. Das ist jetzt im Augenblick mein Gedanke. Dann kann Stefan Ustorf ja schon mal nicht werden, können wir damit offiziell abräumen. Den kennt gar keiner im Eishockey, von daher spielt der überhaupt keine Rolle. Ja. Sagst du als Einziger wahrscheinlich. Ne. Vierter Schlagschuss, Stefan, geht über Radko Gudas, den hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Der hatte ja diesen Kniecheck gegen Austin Matthews und dann gab es ja die Situation, er kommt von seiner Sperre zurück, natürlich vor dem Spiel gegen die Toronto Maple Leafs. Und Radko Gudas hat gesagt, er wird auf jeden Fall spielen, weil einige vermutet hatten, er läuft nicht auf aus Angst vor Rache oder dass halt 1:1 zurückgezahlt wird. Aber Radko Gudas hat gesagt, er spielt. Und er stellt sich der Situation auch, und wenn es irgendwas zu klären gibt, dann machen wir das auf dem Eis.
Wie viel sagt sowas über die Spezies Hockeyspieler an sich aus? Ich finde nämlich schon, dass das viel aussagt. Wie geht's dir damit? Also da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Radko Gudas war sogar verletzt. Radko Gudas hatte kein Gips, aber diesen speziellen Laufschuh an oder Schuh an, den du bei einem Syndesmosis-Bandriss hast oder bei einer Achillessehnenverletzung anhast. Mit diesem Stiefel ist Radko Gudas die letzten paar Tage oder die Woche vor diesem Spiel rumgelaufen. Er ist verletzt, er ist also auf gar keinen Fall 100% fit und er hat gesagt, das ist völlig egal. Er wird dieses Spiel spielen, weil er gesagt hat, und das spricht aber auch für seinen Charakter, weil er jemand ist, der immer an der Grenze spielt und über das Foul gegen Austin Matthews brauchen wir nicht diskutieren. Es war eine extrem dreckige Situation, aber Radko Gudas ist halt eben jemand, der sagt, diesen Fehler habe ich gemacht und antworten für diesen Fehler werde auch nur ich und niemand meiner Teamkollegen. Weil Fakt ist, wenn Radko Gudas sagt, ich bin verletzt, ich kann dieses Spiel nicht spielen, dann muss jemand anders von Anaheim dafür antworten. Weil die Toronto Maple Leafs werden das nicht so oder können sich nicht erlauben, das so stehen zu lassen. Und er hat sich gesagt, nee, da antworte ich schon selber für. Und das zeigt seinen Charakter. Das zeigt für mich einfach, Eishockey im Allgemeinen, so sind wir einfach in dem Sinne groß geworden. Klar verändert sich das, klar wollen wir, dass sich das zum Teil auch verändert, aber wir dürfen auf gar keinen Fall das jemals ganz hergeben. Für mich, weil das ein elementarer Teil des Eishockeys ist, für mich ist einfach der Fakt, dass wir unsere Probleme selber lösen. Und wir lösen diese Probleme eben auf dem Eis untereinander. Und da kann man jetzt viele andere Situationen betrachten im Augenblick, auch andere Ligen betrachten, vielleicht auch unsere Liga ein bisschen mit betrachten in Deutschland. Und ich sage das immer so, wenn die Liga meine Spieler nicht beschützt, dann mache ich es halt im Endeffekt selber. Und das ist in der NHL immer noch gang und gäbe. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so und das muss auch so sein, weil die Leute dann auch, natürlich sagt jetzt jeder zu mir, alte Schule und Schlägereien will keiner sehen, aber der Fakt ist halt doch, dass sich bei Schlägereien prozentual sehr, sehr viel weniger Spieler verletzen als bei den anderen Situationen, die wir heute im Eishockey leider immer wieder vor Ort erleben müssen. Und du hast es auch gesehen, Radko Gudas ist gegangen, der hat sich der Situation gestellt. Er hat ja nicht mal wirklich zurückgekämpft, sondern er hat gesagt, okay, gut, aufgrund dessen, was ich getan habe, verdiene ich diese Situation jetzt, wir schaffen das aus dem Weg und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist die Situation vorbei, das Thema ist erledigt und es wird auch in der Zukunft wahrscheinlich nichts mehr passieren. Wenn er das nicht macht, dann geht es immer weiter und geht es immer weiter und geht es immer weiter. Und wenn du diese Probleme eben nicht selber löst als Eishockeyspieler in dem Sinne, dann gehen diese Sachen auch nicht weg. Dann ist jedes Spiel danach wieder eine Situation und wieder eine Situation und wieder eine Situation. Und wenn du dich als Spieler auch dieser Situation nicht stellst, dann geht es nicht weg und dann kannst du davon ausgehen, dass du die nächsten 10, 15 Spiele gegen die Toronto Maple Leafs Ärger haben wirst. Und jetzt ist es vorbei und das Thema ist erledigt und so ist es gut. Und wie gesagt, es gibt genügend Leute, die da anderer Meinung sind als ich und das ist auch okay so, das akzeptiere ich auch. Für mich als jemand, der selber oft genug in diesen Situationen gewesen ist, über 21 Jahre, ist es mir immer noch der liebste Weg. Dann schauen wir nach Washington noch für Schlagschuss Nummer 5. Alex Ovechkin hat, sage und schreibe, ich muss das dreimal lesen, um es wirklich zu begreifen irgendwie, nach 72 Spielen erstmals wieder einen Start in der Defensivzone gehabt. Ja. Für alle, die es sich anschauen wollen, gegen den Utah Mammoth. Also das klingt total unwirklich. Also Start in der Defensivzone heißt, der Puck wird eingeworfen und er ist halt in der Defensivzone und Alex Ovechkin ist auf dem Eis. Nach 72 Spielen das erste Mal. Wie siehst du so einen irrwitzigen Move des Trainers, Stefan? Und wie wichtig ist es, die Eiszeit von Alex Ovechkin so zu dosieren, dass er eben nicht in der Defensivzone starten muss? Ja, es spricht, glaube ich, sehr viel dafür, was Alex Ovechkin zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere für ein Spieler ist. Du kannst ihn einfach nicht mehr auf dem Eis haben in einer defensiven Situation.
Obwohl er immer wieder auf dem Eis ist, wenn das Tor leer ist, sage ich jetzt mal. Also es ist eine Statistik, die nicht unbedingt für Alex Ovechkin spricht, aber auf der anderen Seite 40 Jahre alt, über 30 Tore dieses Jahr als zweiter Spieler in der Geschichte des Eishockeys, kombiniert mit Playoffs über 1000 Tore. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, Alex Ovechkin kann und darf und soll machen, was er will. Ich bin einfach nur froh, dass er noch in der NHL spielt und dass ich ihm weiter zuschauen darf. Und was er dann im Endeffekt macht, ist mir völlig egal, weil es gibt ganz, ganz wenig Spieler über so eine Karriere hinweg, wo ich sage, die dürfen machen, was sie wollen. Alex Ovechkin ist einer davon. Unser sechster und letzter Schlagschuss für heute, Stefan, geht sogar um dasselbe Spiel, also auch um denselben Club und sogar um dieselbe Reihe. Es geht um Washingtons Tom Wilson. Der hat einen persönlichen Rekord für die meisten Strafminuten in einem Spiel aufgestellt. 21 waren es gegen Utah. Tom Wilson ist, finde ich, muss ich wirklich sagen, weit mehr als nur ein Agitator oder Zerstörer. Ja. Also ich finde, er kann verdammt gut Eishockey spielen. Schaut euch mal seine Scoring-Zahlen an, die sind sehr, sehr gut. Ich finde ihn auch tatsächlich auch im persönlichen Gespräch, also ich hatte schon die Möglichkeit, mich öfters mit ihm persönlich zu unterhalten in der Kabine. Er ist ein total netter, umgänglicher Mensch, der kluge Antworten gibt. Also der kann reden, der macht sich Gedanken, weil du denkst ja immer, das ist nur ein Raufbold, überhaupt nicht. Und deswegen meine Frage, hat Tom Wilson, Stefan, zwei Persönlichkeiten? Wie siehst du ihn? Wie sehr schüchtert er auch gegnerische Mannschaften ein? Wie wichtig ist so ein Spielertyp? Und wie viele Strafminuten in einem Spiel war dein persönlicher Rekord? Was ja auch jetzt kein Kind von Traurigkeit. Ja, aber an 21 komme ich bei Weitem nicht hin. Ich glaube, ich weiß es nicht, also bei mir sind es vielleicht 9 oder 11 oder sowas. Also eine Schlägerei und vielleicht 2 oder 3 Minors. Also du wirst lachen, aber ich war in meinem ganzen Leben nie gesperrt. Also ich hatte automatische Sperren. Früher gab es ja noch, wenn du für einen hohen Stock eine 5+ Spieldauer bekommen hast, warst du automatisch das nächste Spiel gesperrt oder auch bei einer Schlägerei automatisch das nächste Spiel gesperrt. Aber ansonsten hatte ich nie in meinem Leben eine Situation für irgendwas, wo ich nachträglich gesperrt worden bin. Ich bin einmal in der NHL, musste ich 1000 Euro Strafe für einen Stockschlag zahlen oder $1000 damals, aber das war's. Und Tom Wilson in dem Sinne ist für mich genau der Spieler, den du brauchst, um Erfolg zu haben. Er ist ein Spieler, der alles kann. Ich meine, er macht 30 Tore pro Saison. Er hat 58 Punkte in 68 Spielen, also fast Punkt pro Spiel. Und er ist einfach eine Präsenz auf dem Eis, der wenn du gegen Tom Wilson spielst, musst du wissen, wann er auf dem Eis ist und wann nicht, weil du dementsprechend dein Spiel anpassen musst. Du kannst Dinge machen, mit der Scheibe oder auch körperlich, wenn Tom Wilson auf dem Eis ist und wenn er nicht auf dem Eis ist. Da musst du dein Spiel dementsprechend verändern und diese Spielertypen gibt es sehr wenig und das macht sie dann auch so wertvoll. Und für mich ist er zum jetzigen Zeitpunkt der absolute Leader der Washington Capitals, auch für mich der wichtigste Spieler der Washington Capitals. Der zukünftige Kapitän der Washington Capitals, wenn Alex Ovechkin aufhört und ein Spieler, den ich, wie sagt man immer so schön, das ist immer so eine Phrase, aber die stimmt halt einfach, den du unbedingt in deiner Mannschaft haben möchtest, aber gegen den du nicht spielen willst. Also dieser Typ, der einfach, den du liebst, wenn er bei dir ist und hasst, wenn er nicht bei dir ist. Genau das ist Tom Wilson. Ja. So ist es, ja. Stefan, wir haben uns verratscht. Ich glaube, neuer Rekord, was die Länge einer Episode angeht. Aber es war auch unfassbar interessant. Ich finde es schön, mal so tief einzutauchen in die Themen, sowohl was das Playoff-Rennen angeht, als auch die ausgeschieden sind. Wie du gesagt hast, wir hätten alleine über die Maple Leafs heute, glaube ich, eine Stunde sprechen können. Können wir 2 Stunden reden, dann brauchen wir unsere eigene Folge für die, weil das einfach, muss ich ehrlich zugeben, vor allem jetzt in meiner Position, ich finde es unfassbar interessant, wie du jetzt mit dieser Situation dort umgehen musst, wie die ganzen Dinge, die du da zusammenkommen. Ich meine, es ist, was man jetzt immer beim Eishockey in der NHL vergisst, wenn man sich das jetzt als Fan anschaut, vor allem wenn man jetzt als europäischer Fan mit dieser Situation umgeht, das ist ja kein Eishockeyverein.
sondern das ist eine Firma, die einen Wert von $2 Milliarden hat. Da werden jährlich mehrere 100 Millionen umgesetzt. Das ist da geht es ja nicht nur um Eishockey, sondern da ist ja Eishockey ein Faktor von alledem, natürlich der wichtigste Faktor. Klar, was das Allerwichtigste ist für die Toronto Maple Leafs, ist, was auf dem Eis passiert. Aber da ist so viel mehr involviert. Und wir haben vorhin gesagt, ich meine, wir reden über 6 Assistant General Manager und alle diese Dinge, die dazugehören. Ich meine, wenn die ein Meeting haben, sitzen da 30 Leute. Also das ist schon, also ich finde es unfassbar interessant. Ich kann wirklich kaum abwarten zu sehen, was jetzt da in den nächsten paar Wochen, Monaten passiert, weil da wieder Dinge passieren werden, von denen ich was lernen kann. Und deshalb ist das einfach, ja, ich finde es toll. Ich kann mir gar nicht vorstellen, in so einer Situation zu arbeiten, weil da einfach, da ist so viel involviert, was wir uns gar nicht ausmalen können, sage ich jetzt mal, in dem Dinge, was als europäischer oder deutscher Eishockey-Fan, und von daher finde ich es brutal interessant. Dann sollten wir uns mindestens die Maple Leafs dann in der nächsten Hauptrunde, also Saison 26, 27 mal schnappen als Team to Watch. Hoffentlich gibt es dann auch was man sich anschauen kann. Aber wie gesagt, ich fürchte, es war für diese Saison erstmal das letzte Team to Watch, denn das war die letzte Episode vor dem Beginn der Playoffs. Das heißt, wenn wir uns widersprechen, Stefan, sind Stanley Cup Playoffs die schönste Zeit im Jahr. Ist doch ein schönes Ding, und um darauf hinzufiebern, habt ihr jetzt 1 Stunde 50 durchgehalten. Also insofern seid ihr hoffentlich jetzt schon gut eingestimmt. Stefan, vielen lieben Dank dir. Ich packe jetzt noch schnell meinen Koffer, sonst verpasse ich meinen Flug nach Detroit nach der langen Folge. Und dann kann ich hoffentlich viel erzählen in der nächsten Ausgabe, vielleicht mit den Red Wings in den Playoffs und Mo Seider. Wir werden sehen. In diesem Sinne, Grüße nach Ohio. Vielen lieben Dank, Stefan. Alles klar, danke dir, Robi. Servus, macht's gut. Ciao.